wenn du noch nie eine Schlange in deinem Leben gesehen hast und du triffst zum ersten Mal eine, dann wunderst du dich, dass sie dich beißt. Aber das erste Mal, wo du die Schlange siehst, kannst du nicht wissen, dass sie dich beißen wird, weil du das noch nie erlebt hast. Wenn ich komplett behütet aufwachse und nichts Böses passiert und dann gehe ich in die Welt raus, dann bin ich sehr naiv. Ich bin dann in einer gewalttätigen Beziehung irgendwann gelandet, Ende 20. Ganz am Anfang an der Dating-Phase, obwohl er immer so gesagt hat, du bist perfekt und so, hat er dann irgendwie mal so zu mir gesagt, aber deine Beine sind eigentlich nicht schön. Und ich bin da irgendwie so voll drüber gegangen. Es war nur so ein Satz, weil ich fand meine Beine halt schön. Dann hat er auch mal so erzählt, ja, meine Ex-Freundin hat mir immer so Nacktfotos geschickt, war schon immer so angetestet irgendwie. Das ist halt so ein schleichender Prozess. Ich war zweimal im Krankenhaus, ich war oft krank. Mein Körper hat mir schon so signalisiert, irgendwas stimmt nicht. Irgendwann habe ich mal rausgefunden, okay, der hat so Aufnahmen gemacht, von denen ich nichts wusste. Aber Was du kannst Aufnahmen? es löschen. Ja, vom Sex. Einfach so. Ja. Mindseed mit Leon Heimann. Hadi Dabboul ist Arzt und Neurowissenschaftler, Estella Rohrmüller, Autorin und seine Partnerin. Gemeinsam sprechen wir über ein Thema, das viele Menschen erst erkennen, wenn es längst zu spät ist. Persönliche Grenzen. Dieses Gespräch bleibt nicht theoretisch. Estella erzählt offen, wie sie in eine gewalttätige Beziehung geraten ist, obwohl am Anfang alles nach Liebe und Sicherheit aussah. Wie Manipulation und Grenzüberschreitung sich so schleichend entwickeln können, dass man sie oft erst bemerkt, wenn es längst zu spät ist. Genau darüber wollte ich mit den beiden sprechen, denn Grenzen klingen oft einfach. Sag nein, geh, setz dich durch. Aber was, wenn dein Nervensystem etwas ganz anderes macht? Wenn alte Erfahrungen dich immer wieder in dieselben Muster führen? In dieser Folge erfahrt ihr, warum Grenzen im Nervensystem beginnen, wie Schutzstrategien entstehen und was es braucht, um wieder gesunde Beziehungen führen zu können. Und wenn dir Gespräche wie dieses hier gefallen, dann würde ich mich sehr, sehr darüber freuen, wenn du einmal diesen Podcast kostenlos auf YouTube oder Spotify abonnieren könntest. Damit unterstützt du den Kanal und sorgst dafür, dass wir weiterhin solche Gespräche führen können. Ich wünsche dir viele spannende Erkenntnisse bei dieser Folge Mindseed Podcast, deinem Ort für mentale Gesundheit und persönliche Entwicklung. Estella, Hadi, wir wollen über Grenzen sprechen und über Grenzen setzen. Und da würde ich gern so anfangen, dass wir vielleicht mal definieren, was bedeuten Grenzen eigentlich für euch? Soll ich starten? Ja, start mal. Ich würde sagen, das bedeutet, ich fühle in mir drin von selber, bevor ich irgendwas denken muss, dass irgendwas nicht stimmt oder dass so hier bin ich, hier bist du. Mhm. Und dann kommt halt irgendwie im Kopf eine Reaktion, wo ich dann auch so merke, okay, stopp, das will ich irgendwie nicht oder das ist jetzt hier mir zu viel. Und dann kann ich es idealerweise auch sagen. Das wäre für mich eine Grenze. Ich würde aber auch sagen, dass das gar nicht unbedingt immer etwas mit anderen Personen zu tun haben muss. Das kann ja auch sein, ich bin beim Training und irgendwann muss ich ja für mich den Punkt finden, wo ich sage, es reicht mir. So, ich gehe jetzt nach Hause, war genug. Damit ich auch nicht, gibt ja auch negative Sachen, die kommen können, wenn ich zu viel trainiere, habe ich auch kein Muskelwachstum. Und irgendwie muss ich daher für mich auch merken, okay, das reicht, jetzt gehe ich nach Hause. Und für mich bedeutet Grenzen setzen eigentlich, egal in welchem Kontext, dass ich mich einer Situation entziehe, bevor ich negative Konsequenzen davon trage. Mhm. Ja, wichtiger Punkt. Also nicht nur Grenzen setzen in Bezug auf andere Menschen, die vielleicht Grenzen übergehen, sondern auch in Bezug auf mich selbst. Ne? Ich kenne meine eigenen physischen und psychischen Grenzen. Ja, so dass ich nicht verletzt werde. Ob das psychisch oder physisch ist, ganz egal. Und dafür ist das ja auch da. Das ist wie mit Schmerz. Schmerz sollte kommen, bevor ich mich verletze. Sonst wäre Schmerz egal. Ich sollte spüren, wenn etwas nicht stimmt, bevor die nächste Eskalationsstufe kommt. Und das ist irgendeine Art von Verletzung am Ende. Könnt ihr gut Grenzen setzen? Ich war früher extrem schlecht. Mittlerweile bin ich schon ganz gut, würde ich sagen. Ich würde auch sagen, bei mir ganz gut, manchmal in sozialen Situationen schwierig. Dann einfach zu gehen, wenn man müde ist. Man sitzt da irgendwie gemütlich zusammen mit 10 Leuten. Man merkt, ist ja schon ganz schön hier zu sitzen, aber eigentlich würde ich jetzt lieber schlafen gehen. Dann bleibt man vielleicht doch noch mal eine Stunde. Ja. Aber genau. Aber man merkt, dass man müde ist. Man halt merkt wenigstens, es dass es einem so ein zumindest. bisschen zu viel Genau. wird. Ist ja auch schon mal gut. Genau. Gut, mal den einen oder anderen Abend über die Stränge zu schlagen, ist, glaube ich, auch jetzt nicht das Thema. So klar ist es dann auch irgendwo eine Grenzüberschreitung und man ist am nächsten Tag ein bisschen müde. Ich glaube, wenn das aber immer wieder so repetitiv passiert, dann ist es halt destruktiv. Ja. Ne? Genauso wie wir alle überschreiten vielleicht auch mal
zwischenmenschlich irgendwo eine Grenze unbeabsichtigt, ne? Ja. Wenn man das dann aber reflektieren kann und dann, sage ich mal, das korrigiert, da in Konversation geht, dass diesen Konflikt löst, dann ist das auch in Ordnung. Aber wenn das halt irgendwie repetitiv jeden Tag passiert, in der Partnerschaft, in der zwischenmenschlichen Beziehung, dann ist das halt destruktiv, ne? Ja. Und da hat man ja oft dann gar nicht so den Bezug zu. Da wollen wir ja heute drüber reden. Genau, also es kann quasi auch so passieren, wie du es gerade beschrieben hast, ohne dass man es eigentlich merkt. Und das ist ja so richtig gefährlich dann eigentlich. Was führt dazu, denkst du, dass man es nicht merkt? Dass man es nicht merkt. Also wenn du jetzt davon ausgehst, was wir jetzt beide gesagt haben, dass man irgendwie das merken würde von sich aus, seine eigene Grenze, wenn ich das halt nicht merken kann, also nicht fühlen kann, weil vom Denken her kommt es ja nicht. Der Impuls mit der Grenze kommt ja vom Gefühl. Dann hast du ja auch kein Bewusstsein, dass es irgendwie ein Problem sein könnte oder ja. Aber das ist dann so richtig schwer zu erkennen ja auch. Mir ist bewusst, dass es Menschen gibt, die das nicht sehen. Bei mir ist es eher andersrum. Ich würde sagen, ich sehe das manchmal sogar oder empfinde das sogar zu schnell, dass jetzt hier eine Grenze überschritten wird. Also ich bin da vielleicht so auf dem anderen Extrem auch ein bisschen. Also ich arbeite eigentlich daran, auch mal ein bisschen meine Grenzen zu erniedrigen sozusagen. Aber du hast ja gesagt, dass es dir wirklich sehr lange Zeit sehr schwer gefallen ist und dass du halt nicht diese Grenzen gespürt hast. Wieso war das denn so? Was denkst du jetzt heute aus der Rückschau? Also wieder so selbe Antwort, würde ich sagen. Bei mir hat es wirklich gefehlt, dieses Gefühl dafür. Also nicht im Kopf, weil im Kopf dachte ich, meine Grenze ist irgendwie so hier. Aber in Wahrheit war sie halt irgendwie da. Und es ging halt so weit, wie ich halt genug Energie hatte. Also ich war halt irgendwie jung, ich hatte richtig viel Energie, der Körper ist halt mitgemacht so richtig, ja. Ich konnte so viel arbeiten, ich konnte so viel Sport machen, ich konnte mich so verausgaben. Und was dann ja ganz typisch ist, dass dann irgendwann passiert vielleicht irgendwas, wie jetzt bei mir, dann eskaliert irgendwas und dann macht der Körper nicht mehr mit. Aber warum hast du das nicht gespürt? Ja, warum? Das kannst du wahrscheinlich besser beantworten. Also Gründe sind ganz oft Trauma, Erfahrungen in der Kindheit, aber das baut sich halt auch oft über das Erwachsenenleben dann so auf, dass es halt immer mehr verstärkt wird, weil ja, in der Kindheit wird halt ein Grundbaustein gelegt, aber das Erwachsenenleben zählt da schon auch dazu. Aber du hast ja schon so kleine Schritte, die dazu geführt haben, dass du es dann nicht gemerkt hast. Also es ist halt echt kompliziert, ne? Also wo fangen wir halt an? Ich glaube, so einer der Hauptpunkte ist auf jeden Fall, also es gibt auch konkretere Punkte, aber so ein ganz wichtiger Hauptpunkt finde ich, und ich finde, Frauen sind da echt so gefährdet. Du wirst als Frau ja jetzt nicht mehr so schlimm, aber in meiner Generation auf jeden Fall, so mit sehr viel Erwartungen aufgezogen, ne? Sei immer lieb, sei höflich, also dieses Ganze so ganz typisch, ne? Sei ein liebes Kind, nicht so anstrengend, nicht so wütend werden. Also ich mache es jetzt sehr einfach, ne? Und das führt ja irgendwie, man sagt ja so, in Psychologie ist ja eher so dieses Überangepasste dann, könnte man sagen, ja? Und bei überangepasst denkt man ja so, ja, ist halt ein bisschen blöd, da kann man halt die Grenzen nicht so gut wahrnehmen und so. Aber es hat halt dann im Endeffekt so krasse Konsequenzen, wenn es halt immer weitergeht. Also bei mir war das halt dann irgendwie so, es ist halt irgendwo in der Kindheit passiert, ja. Und dann kommt halt die Jugend, dann kommen halt diese ganzen Erfahrungen, diese Zwischenmenschlichen dazu. Und wieder da, als Frau bist du halt irgendwie so ein bisschen gefährdeter, finde ich, weil wir wurden auch gar nicht so aufgeklärt über so Gefahren, die passieren können. Oder, wie soll ich das sagen? Also ich bin mit so einer sehr romantischen Vorstellung auch so von Beziehungen irgendwie groß geworden. Ich habe so voll viel so alte Filme geguckt, da gab es immer so ein Happy End, weißt du, dieses ganz Klassische irgendwie. Und dann zum Beispiel, ich erinnere mich an so eine Situation in der Fahrschule, ich hatte so einen Fahrlehrer, da war ich halt 17, glaube ich. Dann hat er mal zu mir gesagt, ob wir mal zusammen baden gehen wollen, ob ich nicht eine Freundin mitbringen will und wir zusammen im Freibad so baden gehen wollen. Ja, jetzt schaust du mich halt schon so an und ich fand das damals schon komisch, aber ich habe mir da halt gar nicht mehr dabei gedacht. Und so Situationen kennt halt jede Frau. Also in tausendfacher Ausführung, das geht ja immer weiter. Dann wirst du auf der Arbeit irgendwie belästigt. Und also immer weiter, immer weiter. Meine Mutter hat mir mal erzählt, das passt gut dazu. Also ich muss jetzt lachen, weil ich habe dann öfter auch dasselbe im Auto. Also es ist eigentlich nicht witzig. Ihr Fahrlehrer hat auch, also mal am Anfang kann man ja die Kupplung nicht so bedienen. Und dann hat er öfter so seine Hand auf ihre gelegt. Das ist so falsch. Ich muss jetzt gar lachen, weil sie hat mir das erzählt, natürlich, das war schlimm und dann habe ich das aber öfter im Auto gemacht, habe meine Hand auf ihre gelegt, um sie zu ärgern. Also es ist eigentlich überhaupt nicht witzig, ne? Ja. Deswegen,
Ja, aber das ist krass. Okay, fahr gerne fort. Sorry, das war jetzt. Also, aber ich könnte halt unendlich viele Beispiele bringen. Ja. Aber ich würde halt sagen, alles, was mir halt irgendwie passiert ist, hat dann immer mehr dazu geführt, dass auch bei mir war gar kein Bewusstsein dafür da, dass so viel schiefgelaufen ist. Und dass ich oft halt irgendwie, also ich will jetzt gar nicht sagen, so, ich bin hier das Opfer oder so, ne? Aber es ist halt irgendwie wichtig zu erkennen, wo ist was schiefgelaufen und wo ist einfach was auch nicht normal. Aber wenn du halt immer irgendwie so ein bisschen sexistisch behandelt wirst, wie es ja schon in meiner Generation, schau dir halt die ganzen Fernsehshows an. Schau dir GNTM an, wie das damals war, ja. Oder dieses ganze Fettshaming, was im Fernsehen ja auch ganz normal war. Also das Ganze führt ja irgendwie dazu, dass man ein sehr schlechtes Selbstbild als Frau gegebenenfalls entwickelt, wenn man nicht irgendwie Glück hat, Eltern hat, die sehr aufmerksam waren und so weiter. Und also das wird ja immer mehr verstärkt, ich kenne die Grenze nicht so, ich weiß nicht so, wie darfst du mit mir umgehen, wie ist es eigentlich nicht okay. Und ich finde, es braucht halt auch so ein ganz großes gesellschaftliches Bewusstsein, das meine ich ja damit, was läuft im Fernsehen? Wie sprichst du über Frauen im Fernsehen? Wie sprechen die über sich? Und es wird ja jetzt schon Stück für Stück besser, aber das hat bei mir auf jeden Fall damals auch einen riesen Teil dazu beigetragen, finde ich. Endlich ist es soweit. Ich gehe mit Mindseed auf Live-Podcast-Tour. Dieses Jahr wage ich den Schritt aus dem gewohnten Studio direkt zu euch auf die Bühne. Ich freue mich riesig drauf, dieses Herzensprojekt gemeinsam mit wunderbaren Gästen wie Dr. Jan-Uwe Rogge, Verena König, Dr. Britta Papay und Lutz Ulrich Besser live zu moderieren. Ihr werdet als Community fester Bestandteil der Show. Ihr könnt euch aktiv am Gespräch beteiligen und wenn ihr mögt, sogar selbst zu uns auf die Bühne kommen. Euch erwartet also kein klassischer Frontalauftritt, sondern ein gemeinsames Erlebnis auf Augenhöhe mit Raum für echten Austausch, auch über die Show hinaus. Ich kann es kaum erwarten, euch persönlich in Berlin, Hamburg, Stuttgart und Düsseldorf zu sehen. Ihr sichert euch eure Plätze, den Link zu den günstigsten Tickets findet ihr direkt in den Shownotes oder auf meinen Social-Media-Kanälen. Ich freue mich auf euch. Ich finde, bevor man auf das Gesellschaftliche geht, kann man erstmal so individuell schauen. Ich glaube, dass man Grenzen nicht spürt oder dass man sie zu stark spürt, ist erstmal auch eine sehr individuelle Geschichte dahinter. Ja. Mhm. Also bei mir zum Beispiel kann ich das so sagen, bei mir im Haushalt, bei uns im Haushalt damals, gab es immer sehr, sehr viele Diskussionen, jeden Tag. Und zwar wirklich sehr heftige Diskussionen. So. Das heißt, und es wurde in diesen Diskussionen wurden Grenzen übergangen. Ja, also es wurde beleidigt, so weit, bis dann geweint wurde, bis dann die Person einfach geflüchtet ist auf ihr Zimmer, weil die das auch nicht mehr ertragen hat und solche Dinge. Das heißt, was habe ich in meiner Kindheit gespürt? Grenzen wurden ständig übergangen. Okay, was muss ich tun, weil das ist ja schmerzhaft, ne? Wenn eine Grenze immer wieder übergangen wird. So, für mich heißt Grenze auch, ich werde nicht respektiert in meinem Sein. Jemand geht so weit, dass ich mich nach dem Kontakt mit der Person schlecht fühle. So. Das heißt, was ist dann passiert? Es hat dazu geführt, dass ich meine Grenzen umso höher gesetzt habe, wie so eine Mauer um mich aufgebaut habe, damit diese Grenze nicht mehr übergangen wird. So, wie so ein Schutzwall habe ich aufgebaut. So, und das habe ich dann würde ich auch so sagen, in mein späteres Leben genommen. Und dann, für mich greift erst danach diese gesellschaftliche Perspektive, die du jetzt gerade genannt hast, das ist meine Meinung, weil dann suchst du dir Kontexte, die das verstärken. Die sozusagen auch, es gibt ja viel, ne, Social Media Bubbles und so. Also, ich kann mich erinnern, ich hatte zum Beispiel auch Freunde, die dann ähnlich gedacht haben, die auch sehr hohe Grenzen hatten. Und man hat sich gegenseitig in der Konversation auch verstärkt, dass das richtig so ist. Man sucht sich ja wahrscheinlich aber auch den Kontext. Man sucht sich Freunde, die ähnlich sind, oft. Man sucht sich Menschen, die ähnlicher Meinung sind und dann verstärkt man gegenseitig seine Meinung und man hat aber eigentlich so einen Blindspot. Ja. So. Und das sehe ich eher so in diesem gesellschaftlichen Kontext. Man konsumiert dann, aus meiner Sicht, Dinge, die diese Sicht auf die Welt verstärken. Ja, es sind viele Punkte, die da zusammenkommen. Ich finde einmal dieses mit den zu starken Grenzen setzen. Ich finde, Schmerz ist immer ein super Beispiel, weil da haben wir so viel Forschung zu. Wir wissen über fast nichts im Körper so gut Bescheid wie über Schmerzen. Und da ist eigentlich genauso. Wenn ich mich irgendwo verletze an meinem Knie oder Sonnenbrand ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ich habe einen Sonnenbrand auf meinem Rücken. Dann kommt mein Freund, haut mir hinten auf den Rücken und es tut sehr weh. Was mache ich, um die Stelle zu schützen? Hey, fass mich da nicht an. Also Grenze stärker setzen, als ich es bei einer gesunden Haut machen würde.
wenn mein Gehirn jetzt nicht mitbekommt, dass mein Sonnenbrand geheilt ist, wenn ich das permanent so weitermache, dann bin ich da, wo du mit deinem Verhalten mit den starken Grenzen bist. Genau. Und so würde ich mir das vorstellen. Aber ich will auch nochmal auf dieses gesellschaftliche Thema, wem gehört da die Verantwortung und so weiter drauf, weil ich finde es nicht so klar und nicht so einfach. Wenn ich jetzt als Kind immer irgendwelche Sendungen sehe, wo Leute bestimmt aussehen, und ich vergleiche das permanent mit mir selber, und dann sehe ich, da ist eine Dissonanz. Eigentlich von außen her sollte ich so aussehen und dann werde ich gut behandelt. Das vermittelt das ja, GNTM. Wenn ich gut aussehe, schön bin, wie auch immer, dann kriege ich mein Foto am Ende, dann werde ich Germany's Next Topmodel, yeah. Wenn ich nicht so aussehe, nicht so cool. Dann baue ich auf einmal so einen Abstand zu mir selber. Ich sehe so aus, so will ich aber gar nicht aussehen, das ist das Idealbild, ich gucke in den Spiegel, ich bin nicht so, wie ich sein sollte und auf einmal, ja, besser kann man es wahrscheinlich gar nicht beschreiben, baue ich so einen Abstand von mir selber auf. Wenn ich mich mir selber aber entfremde, dann spüre ich meinen Körper auch nicht mehr so gut. Will ich auch vielleicht gar nicht, weil ich habe ja das Bild von der anderen Person. So will ich aussehen. Und wenn das passiert, und das sehen wir zum Beispiel bei Trauma ganz, ganz stark, das sehen wir bei Essstörungen ganz, ganz stark, dann verliere ich auch die Fähigkeit, dass sich mein eigener Körper gut wahrnimmt und diese innere Körperwahrnehmung auch verarbeitet. Und das ist die Grundlage dafür, dass ich Grenzen setzen kann. Und jetzt ist halt die Frage, wo ist da die Verantwortung? War jetzt viel auf einmal. Nee, ja, ich verstehe dich, aber ich denke, wenn du doch gesund aufwächst, in einem Elternhaus, wo gesund mit Grenzen umgegangen wird, das heißt, du erfährst als aufwachsendes Kind, was ist eine Grenze, wie respektiere ich Grenzen von anderen Menschen, es ist wichtig, Grenzen von anderen Menschen zu respektieren und es ist auch wichtig, dass die meine Grenzen respektieren. Bist du dann überhaupt so vulnerabel, wenn du solche Sendungen schaust? Ich glaube, das kommt eher so danach. Also ich glaube, du bist eher anfällig auf solche Dinge von außen, wenn du selber nicht gelernt hast, wie gehe ich damit um. Wahrscheinlich bist du deutlich weniger anfällig, aber wer verbringt die meiste Zeit mit dir? Deine Freundin in der Schule. Ne, da ist halt die Frage, der soziale Kontext zu Hause, ja, okay, der kann gewisse Grundlagen bilden, dass ich nicht so vulnerabel bin. Dann ist aber sehr viel Zeit noch in anderen Kontexten, wo eben die Eltern eben nicht drauf achten können. Schule, Gymnasium, Realschule, wie auch immer, dann bin ich da, dann habe ich vielleicht noch einen Job, da habe ich einen komischen Fahrlehrer, dann passiert dies und das, dann rede ich da nicht drüber, weil ich mich vielleicht schäme. Ja, Eltern sollten drauf achten, gucken, dass Grenzen nicht übergangen werden, dass man ein gesundes Selbstbild entwickeln kann, was auch einfacher gesagt ist als getan. Ja. Wenn ich meinem Kind einfach was auf den Teller tue jeden Tag und sage, iss auf, dann überschreite ich da schon eine Grenze. Ja, nicht so einfach zu beantworten. Also es braucht halt irgendwie oft auch gar nicht so viel und was bei mir auch ein ganz großes Problem war, würde ich sagen, in unserer Familie war das ganz anders als bei dir und bei uns ist man sich eher gar nicht zu nahe getreten. Also wir haben uns nie gestritten, es hat nie jemand geschrien, keiner war gewalttätig. Es war auch gar nicht notwendig, dass ich starke Grenzen entwickelt habe im familiären Kontext, weil bei uns ist niemand einem so zu nahe getreten. Also es gab nie den Fall, wo ich mal jemanden stoppen musste, weil mich jemand angeschrien hat. Das habe ich nie erlebt. Das heißt, ich war eigentlich gar nicht so drauf vorbereitet, dass vielleicht irgendwann Leute kommen, die meine Grenzen wirklich überschreiten. Weißt du, und dann schaust du vielleicht noch so romantische Filme und so und bist in dieser heilen Welt und du kommst gar nicht dahin, dass dein Nervensystem mal so ein bisschen aktivierter ist und dass mal schneller so ein Stoppschalter von dir auch kommt. Also ich war nicht gut genug eigentlich darauf vorbereitet, was danach noch alles so kam. Aber das ist eigentlich auch gar nicht möglich. Also meine Eltern haben ja getan, was sie konnten. Ne? Meine Eltern sind sehr ruhige Menschen, beide. Beide sind introvertiert, beide sind sehr ruhig. Die haben sich nie laut gestritten vor mir oder sowas. Und dann reicht's halt schon, dass ich das nie gelernt habe. Ich musste das nie so krass sagen. Ich bin nie in Streit gekommen. Als mich das erste Mal ein Mann angeschrien hat, ich war zu Tode schockiert. Wirklich. Ich hatte, ich bin dann, da sprechen wir noch drüber, ich bin dann in einer gewalttätigen Beziehung irgendwann gelandet, Ende 20. Und davor hatte ich schon 3 Beziehungen, die länger waren. Mich hat niemand angeschrien von denen. Und als mir das dann passiert ist, ich war so schockiert, das hat mich, also wenn du das noch, für dich ist halt voll komisch bestimmt, das so zu hören, aber also wenn du das halt gar nicht kennst, du bist zu Tode schockiert einfach. Und dann reichen halt auch noch so kleine Sachen, was Hadi auch gesagt hat, so ganz klassisches mit Kindern, so Essverhalten. Das ist so ganz kritisch, finde ich. Ich war zum Beispiel, als ich
noch recht klein war, oft bei meinen Großeltern. Meine Eltern mussten halt beide arbeiten, hatten auch viel zu tun. Und meine Mama hat mir dann auch mal erzählt, dass sie meine Oma erwischt hat, dass sie so meine Essensration gekürzt hat und sowas. Und ich erinnere mich auch noch so ganz diffus dran, dass meine Oma immer sowas gesagt hat wie, ja, Mädchen müssen schlank sein und Ballerinas wäre so das Idealbild, so möglichst dünn und so elegant und filigran. Und irgendwie ist da schon was passiert, was irgendwie nicht so gepasst hat für mich, glaube ich. Aber es ist halt gar nicht so viel, weißt schon. Und irgendwie, dann war ich irgendwie so ein bisschen dicker als Kind und dann war schon so, ich habe schon gemerkt, das ist nicht okay, so wie ich bin. Ja. Weißt du, das ist halt nicht viel, aber es ist so ein bisschen einfach und es war einfach... Es nagt die ganze Zeit. Es nagt so ein halt bisschen. irgendwie. Ja. Es muss nicht so ein krasses Trauma passieren oder sowas. Oder dass Eltern einen so ignorieren. Also es ist schon so, wie Hadi auch gesagt hat, es ist sehr komplex. Ne? Ich glaube, da ist da ist auch eine große genetische Komponente dabei, weil zum Beispiel bei mir, meine Geschwister sind ganz anders umgegangen mit diesen ganzen Konflikten als ich. Also ich bin immer in den Widerstand gegangen. Schon immer. So ein bisschen Charaktereigenschaft, meinst du? Ja. Also ich bin dieser Widerstandstyp, der, auch wenn er weiß, dass er in einer schwächeren Position ist, also die, in der ich ja war als Kind, wenn Unrecht getan wird, dann habe ich meine Stimme erhoben. So, das war immer so. Und ich wusste, danach kassiere ich irgendwie Schläge, werde auf mein Zimmer geschickt, darf nicht Abendessen, keine Ahnung. Ich habe es trotzdem gemacht. Weil ich kann das nicht in mir halten. Es geht einfach nicht. Das war immer so. Meine Schwester zum Beispiel hatte da so andere Techniken. Sie hat das dann immer so, hat sich so ein bisschen angepasst, sage ich mal, wie so ein Chamäleon und hat dann dadurch aber auch tatsächlich strategischerweise durfte die viel mehr als ich. Ne? Hat auch viel weniger Probleme gehabt als ich. So. Aber ich merke das auch in ihrem heutigen Leben, da passt sie sich halt immer noch krass an. Ne? Ja. Und ich habe mich da sehr krass von der Loyalität von meiner Familie so gelöst, sage ich mal. Ne? Also klar, mir geht es immer nah, wenn meine Mutter mir was sagt, vor allem meine Mutter, die ich extrem liebe, aber da ich mich schon als Kind sehr abgekapselt habe, kann ich das heute auch immer noch sehr gut und das geht dann halt Hand in Hand mit diesem Grenzen setzen, finde ich. So, mein Bruder zum Beispiel, da habe ich eher das Gefühl, also Lutz Besser, Facharzt für Psychiatrie, hat das ja mal erzählt, ne? Es gibt so verschiedene Techniken, damit umzugehen. Widerstand, Unterwerfung, Ausblendung. Ich habe das Gefühl, mein Bruder ist manchmal ein bisschen in der Ausblendung so zum Beispiel. Ne? Und dann fragt man sich ja, warum ist das denn so? Das heißt, und da sind wir bei dem, was du gesagt hast, das ist halt sehr komplex. Ich glaube, da kommt eine genetische Komponente dazu, da kommt dazu, wie sind wir aufgewachsen, dann kommt dazu, wie sind wir da sozialisiert worden, in welcher Kultur sind wir aufgewachsen, in was für einem Umfeld waren wir in der Schule, in unserem Verein und so weiter und so fort. Und aus diesem Konglomerat, denke ich, entsteht halt eine Dynamik, wie gehe ich mit Grenzen um. Ja, super komplex. Kann ja auch sein, du hast halt gesehen, bei dir in der Familie wird viel gestritten, deswegen streitest du halt mit, ist sozusagen der Widerstand. Dann kam deine Schwester, die hat gesehen, der benutzt die Taktik, die funktioniert nicht so gut, ich gucke mal eine andere, dass ich Abendessen bekomme sozusagen, weil ist ja irgendwo auch Überleben, dass deine Eltern dich mögen, das heißt, du versuchst da schon irgendwie dich anzupassen. Kompliziert. Da noch ein Wort dazu, weil ich finde es mega wichtig. So Mädchen, die auch so ein bisschen zu angepasst vielleicht sind, die werden auch später gern mal in so bestimmten Kontexten so als Pick-me-Girl bezeichnet. Das ist ja so ein bisschen die Eskalationsstufe von ich habe mich sehr angepasst und ich will allen so richtig gefallen. Ich könnte auch dann als Pick-me-Girl vielleicht, wenn ich mich entsprechend verhalte, bezeichnet werden, beschimpft werden, ja. Was heißt das, Pick-me-Girl? Ja, das ist so, wenn man es jetzt ganz überspitzt ausdrückt, da gibt es auch diese witzigen Reels, wo irgendwie Mädels so sagen, so was, ich trage doch kein Make-up, so, und dann siehst du halt so, ne, aber ist alles ganz natürlich bei mir, weil schon dieses, wo man erstmal so denkt, voll unsympathisch und die spielt sich so runter und will halt so den Jungs gefallen, das ist so Pick-me-Girl, so ganz plakativ ausgedrückt, ne. Aber ich würde halt sagen, das ist eher so eine Anpassungsstrategie. Und Anpassung ist eigentlich immer eine Überlebensstrategie. Also auch die Strategie, die du halt für dich gefunden hast, damit umzugehen, ist ja auch eine Überlebensstrategie. Aber wenn ich jetzt mal, und das finde ich halt voll wichtig zu verstehen, also wenn ich angepasst bin und vielleicht Worst Case als Pick-me-Girl ende, weil ich es irgendwie nicht anders konnte, es ist halt eine Überlebensstrategie. Also das war der einzige Weg für dich als Kind, zu überleben. Du hast, also wenn du anders gekonnt hättest, wenn du einen anderen Charakter gehabt hättest, so, du hast vielleicht einen Charakter mit starkem Widerstand und so, dann ist halt ein anderer Weg für dich. Aber ich, so wie ich bin, so wie ich geboren worden bin, wie mein Charakter ist, wie meine Eltern sind, konnte nur den Weg Anpassungsstrategie wählen. Ja. Und was das Fatale in Anpassung ist, und das ist das Gegenteil bei dir, dein Weg ist ja sehr unbequem. Ne? Wenn du einen Widerstand, ist sehr unbequem. So.
Aber Anpassung ist erstmal scheinbar ein bequemer Weg, weil Anpassung deeskaliert. Ja, wenn ich mich anpasse und dann halt so nicht so mitgehe, ich deeskaliere, ich bringe den anderen, der auch vielleicht mich anschreit, dann ein bisschen runter damit. Das ist ja auch so ein bisschen befriend. Richtig. Genau. Und wie auch Hardy schon gesagt hat, ich werde vielleicht dann halt zum Essen mit eingeladen. So. Und dann darfst du halt mitessen, musst nicht aufs Zimmer geschickt werden als Kind, wenn du dich anpasst. Also es ist halt auch, wenn ich halt, ich will jetzt nicht sagen schwächer bin, aber ja, wenn ich halt für meinen Charakter keinen anderen Weg finde, dann muss ich mich ja anpassen, weil es halt eben belohnt wird. Und das siehst du ja auch, so, wenn man irgendwie so schaut, was für Emotionen werden bei Frauen gut bewertet, wenn die zeigen, und bei Männern negativ bewertet. Ne? Wenn Frauen Wut zeigen, werden die negativ bewertet, so als hysterisch, gibt Studien dazu, sehr spannend. Wenn Männer Wut zeigen, ist es halt so, ja, der ist halt dominant durchsetzungsstark. So. Das heißt, sogar positives Attribut. Ja. Positiv, genau. Das heißt, es würde auch heißen, wenn ich jetzt irgendwie als Mädchen wütend werde, das ist ja dasselbe. Das ist auch sehr negativ erstmal. Und dann ist es doch logisch, wenn der Junge halt wütend sein kann und das halt eher so, dann ist er halt nervig oder so, Worst Case, dann ist doch klar, dass das Mädchen eher auf diesen Anpassungsweg geht, weil es halt so negativ bewertet wird, dass es halt einfach unangenehm ist und du willst als Kind ja halt dazugehören. So. Das ist halt das Allerwichtigste. Man könnte ja fast sagen, wir haben ja diese klassischen, sag ich mal, Überlebensmodus, Sympathikus, diese klassischen Strategien, die da gefahren werden. Also wenn mein Nervensystem in den krassesten Überlebensmodus schaltet, gibt es 4 Strategien. Fight, ich kämpfe, das wärst du. Flight, ich gehe auf mein Zimmer, entziehe mich der Situation, gucke, dass nichts Böses passiert. Freeze, ich stelle mich tot. Lass alles einfach um mich rum geschehen, guck, dass mich keiner anguckt. Wie in der Schule, Lehrer guckt, wen kann ich denn jetzt fragen und duckt sich so runter. Oder halt Fawn, das ist jetzt neu dazugekommen, da wird jetzt ein bisschen diskutiert, wo das eigentlich herkommt. Bedeutet, ich befreunde den Angreifer, damit er von mir ablässt. Das haben wir in der Tierwelt nicht so stark, eher in der menschlichen Welt. Und das sind ja klassisch die Strategien, die du eigentlich bei dir jetzt so genannt hast oder du auch. Genau. Und ich finde, daran erkennt man es. Also es hört sich immer so nach so wenig an, wenn man so sagt, okay, ich befreunde den, so als wäre da gar keine so starke Reaktion von einem selber. Darauf will ich hinaus. Dabei ist das eine ganz, ganz starke Reaktion vom Nervensystem. Ja. Und all diese Reaktionen sind ja positiv. Also ich finde, all das sind ja Lösungsversuche von uns, mit der Situation umzugehen. Und das Problematische ist halt einfach nur, wenn man da verhärtet und nicht flexibel bleibt. Ne? Ja. Weil wenn man zum Beispiel dann in so einem Modus ist, man wächst ja in so einem Kosmos auf als Kind. Das ist ein eigener Kosmos. Und das ist ja auch das Normale. Genau, und du kannst ihm auch nicht entfliehen. So, deine Eltern sind da, die haben so gesehen die Macht über dich. Das ist einfach so als Kind. Ja, und du kennst auch nicht, du weißt auch gar nicht, was dir nicht von außen sozusagen beigebracht wird. Ne? Ich wusste zum Beispiel als Kind nicht, ich habe mich ausgeliefert gefühlt. Ich wusste nicht, dass ich jetzt im Jugendamt mal Bescheid geben kann, wenn ich mich hier mega schlecht fühle. Ja? Und all das weißt du nicht. Das heißt, du bist in diesem Kosmos, du hast die Informationen, die dir gegeben werden. Und das Problem ist dann, ne, auch wenn du diese schlauen Lösungsversuche dann hast, wie Grenzen setzen, Anpassungen und so weiter und so fort, wenn du irgendwann aus diesem Kosmos rausgehst, in den viel größeren Kosmos, in die Welt, und dann hast du halt immer noch diese jahrelang erlernten Strategien bei dir und dann merkst du irgendwann, irgendwie passt das, also irgendwie komme ich damit ja nicht wirklich gut zurecht. Und das Leben wird ja nicht einfacher. Du hast ja tendenziell mehr Verantwortung, wenn du in den größeren Kosmos kommst. Ja. Das heißt, dein Lernen ist sozusagen noch schwieriger, weil viel mehr drumherum passiert. Du hast Verantwortung, musst Geld verdienen, wie auch immer, Rohrbruch im Haus, musst du dich darum kümmern. Es können ja alle möglichen Sachen passieren. Und je mehr du im Außen dich um irgendwas kümmern musst, desto weniger hast du Kapazitäten, dein eigenes Verhalten zu ändern. Je mehr Cortisol, Sympathikus da ist, desto weniger kannst du lernen. Dann reflektierst du noch weniger und kannst noch schwerer diese Verhaltensweisen ablegen. Jetzt in diesem Kontext würde mich mal interessieren, wie hat sich das dann bei dir geäußert, als du in den größeren Kosmos gegangen bist? Weil am Anfang was du ja angepasst, haben wir ja so beschrieben, kam es dann in diesem kleineren Kosmos, kam es dann ja eigentlich ganz gut klar. Wie hat sich das dann geäußert? Also für mich fühlt es sich irgendwie so an, als ob ich immer so wie auf so einem Autopiloten war. Also ich habe einfach so das Gefühl, ich habe auch so ganz viel gar nicht mitbekommen, wie zum Beispiel das mit dem Fahrlehrer. Also ich habe irgendwie so, wenn ich zurückblickend überlege, was mir auch so passiert ist und was auch ganz vielen anderen Frauen passiert ist,
ich habe das einfach nicht gecheckt. Also ich hatte gar kein Bewusstsein dafür, dass irgendwas schief läuft. Ich dachte, es ist alles okay eigentlich. Also ich dachte, ich komme eigentlich voll gut zurecht. Ich frage mich, weil ich habe das letztens auch in einem Podcast geteilt, dass ich in Asien war nach meinem Abitur und ich da auch von 2 schwulen älteren Männern versucht wurde zu verführen. Also die haben versucht, mich zu verführen und ich da auch in so einer absoluten Naivität war und aber Gott sei Dank denen dann nicht gefolgt bin in deren Hotelzimmer und so weiter und so fort. Das könnt ihr dann im Podcast hören mit Christian Bär. Wenn ihr demnächst reinhört, da erzähle ich diese Story. Auf jeden Fall frage ich mich halt, liegt es dann daran, dass man jetzt seine Grenzen nicht kennt? Oder ist es einfach die Naivität, die wir so oder so haben als noch junger Mensch? Ja, ich glaube, es ist beides. Und vor allem, also das Problem ist ja, wenn du noch nie eine Schlange in deinem Leben gesehen hast und du triffst zum ersten Mal eine, dann wunderst du dich, dass sie dich beißt. Aber wenn du die Schlange halt schon öfter gesehen hast, dann gehst du halt auf Abstand. Ja. Aber das erste Mal, wo du die Schlange siehst, kannst du nicht wissen, dass sie dich beißen wird, weil du das noch nie erlebt hast. Ich finde, das Ganze haben wir immer in diesem Nervensystem-Kontext. Voll oft, weil die Leute sagen, okay, ich muss mein Nervensystem regulieren, ich muss runterkommen, zur Ruhe finden, Immunsystem muss funktionieren, gut schlafen. Aber das ist ja nicht das echte Leben. Ja. Wir müssen halt reguliert sein, während um uns rum alles brennt. So, genau. Das müssen wir irgendwie lernen. Aber das lernen wir nur, wenn wir mal in so einer Situation drin sind. Also irgendwie müssen wir uns auch mal stressen und gleichzeitig versuchen, dabei ruhig zu bleiben mit Strategien. Das ist genau das Gleiche. Wenn ich Situationen nicht erfahre, wo es mir potenziell irgendeine Bedrohung da ist, wie soll ich wissen, was das für eine Situation ist und wie ich darauf reagieren soll? Wenn ich komplett behütet aufwachse und nichts Böses passiert und dann gehe ich in die Welt raus, dann bin ich sehr naiv. Ich frage mich jetzt gerade, wir haben jetzt ja da beschrieben, ne, dass zum Beispiel dir fiel es schwer, Grenzen zu setzen und mir fällt es schwer, ich empfinde etwas sehr schnell als grenzüberschreitend, ne, vor allen Dingen in der Vergangenheit. Und dann gibt es jetzt ja, gehen wir mal auf diese andere Seite, die Menschen, die Grenzen übergehen. So. Ne? Und das höre ich so oft. Also auch von meiner Schwester zum Beispiel, ne, was ich da für Sachen gehört habe teilweise. Oder von einer Freundin auf der Arbeit, dass dann ein 40 Jahre alter Mann, der Frau hat und 2 Kinder, sich an eine 20-Jährige ranmacht als Chef, ne, in einem Unternehmen und dann da versucht, die klarzumachen. Oder genauso wie dein Fahrlehrer. Ja. So. Da frage ich mich auch, wie kann man denn so grenzüberschreitend sein, beziehungsweise die Frage, die ich mir eigentlich dann immer stelle, was ist in deinem Leben passiert, dass du so handelst? Ja, das ist eine gute Das Frage. wurde nie bestraft. Wahrscheinlich wurde es auch nie bestraft, ja. Also keiner hat mal Kontra gegeben. Wenn du die ganze Zeit so durch dein Leben kommst, ohne dass dir jemand Konsequenzen gibt, wenn die Frauen in deiner Generation alle so erzogen wurden, nett zu sein, dann sagst du vielleicht nicht hart nein, hast vielleicht noch Angst um deinen Job, lächelst das so weg und dann erfährst du als Chef, der da irgendwas vorhat, keine negativen Konsequenzen direkt. Dann klappt es vielleicht einmal nicht. Okay, mache ich weiter. Das stimmt. Es hat ja auch keine Konsequenzen. Genau. Also mir ist sowas Ähnliches auch mal passiert. Kurze Story, ich habe gekellnert, da war ich irgendwie so 18, 19, glaube ich. Und dann war irgendwie gerade eine Woche lang so ein neuer Oberkellner da. Eine Woche, den kannte keiner. Dann waren wir am Abend, ich habe den Fehler gemacht, dass ich am Abend mit den Kollegen noch was trinken gegangen bin. Habe ich sonst auch nie gemacht, nur so um die Ecke in so eine kleine Kneipe. Der war dabei, der saß neben mir, der habe ich den ganzen Abend hardcore angebaggert und hat mir währenddessen von seiner Frau und seinen 2 jungen Kindern erzählt. Also, aber das kriegst du, ich habe das in meinem Kopf gar nicht zusammenbekommen. So, der erzählt mir was von seiner Frau, der erzählt mir, er ist gerade zum 2. Mal Vater geworden, der hat seine Arme um meinen Stuhl gelegt. Ich war so verwirrt. Aber ich war ja 18, ich habe das gar nicht gecheckt. Aber mir saßen ja auch ein Haufen Kolleginnen gegenüber, von denen hat ja auch keiner was gesagt. Der war natürlich auch der neue Chef und so. Also, aber ich wette, dem hat nie jemand was gesagt einfach. Der konnte das dann immer weitermachen. Das ist auch was Schlaues, was ihr gesagt habt. Und auch Hadi gerade dieses mit diesen, wenn du diese Grenze nie erfährst, machst du weiter. Also ich habe das selber auch im Haushalt von Kollegen mitbekommen. Da war auch viel Gewalt in der Vergangenheit. Und dann kam es einmal zu einem Punkt, da hat er dann die Polizei gerufen, weil es wirklich schlimm war zu Hause. Dann kam die Polizei nach Hause, dann haben die
den Vater dort, der hat ein Hausverbot bekommen, ich glaube für 9 Tage oder so. Dann kam er nach Hause nach 9 Tagen. Da war mega Stress in der Familie natürlich. Seitdem hat er nie wieder jemanden angefasst. Ja. Ihm wurde es dann öfter auch an den Kopf geworfen, ne, von seiner Familie, dass er die Polizei gerufen hat. Aber er hat mir dann gesagt, im Nachhinein, ey, das war die richtige Entscheidung, weil er hat danach nie wieder jemanden angefasst. Und das ist für mich genau das, was du auch, ihr gerade auch gesagt habt. Wenn du merkst, ne, dann gibt es ja auch einen Eintrag ins Führungszeugnis und so weiter. Ne, das schreckt dich ja dann schon krass ein. Und die ganzen Nachbarn sehen dich. Genau. Also Social Shaming ist das Schlimmste Also für uns ich will damit Menschen. sagen, ne, das hat dann auch krasse Konsequenzen für die Person. So. Und die muss diese Person spüren. So, und deswegen bin ich auch so ein Verfechter von Grenzen müssen gesetzt werden, weil sonst wird, ich nenne das jetzt einfach mal, das ist ja ein Täter dann, sonst werden Täter weitermachen. Ja. So. Ganz klar. Und ich habe das ja erfahren. Also ich weiß, wie es ist, wenn Täter weitermachen und das ist einfach schlimm. So. Ja, Silence is Violence, oder? Wenn man immer alles totschweigt, ist es auch Gewalt. Ja. Am Ende kann man ja auch sagen, wenn ich einen Hund habe und der beißt mich die ganze Zeit und ich mache nichts, wie soll der lernen, aufhören zu beißen? Und dann beißt irgendwann ein Kind. Und dann fragt man sich so, okay, warum macht er das eigentlich? Das ist die falsche Frage. Am besten hat der Hund irgendwie Mutter-Vater-Hund, der dann irgendwie einmal in den Nacken packt, wenn der kleine Hund da Scheiße baut. Dann lernt das eigentlich. Und dann lernt das. Es geht ja auch nicht darum, dann diese Leute zu verurteilen, so, ne? Es fällt einem immer schwer, wenn man auch in gewissen Situationen ist. Es gibt Situationen, da fällt es einem extrem schwer zu sagen, ich verstehe die Person, ne? Welche Missbrauchssituationen und so, ne? Ja. Aber trotzdem bin ich der Meinung, man muss, also so schwer es auch einem fällt, ne? Man muss versuchen, die Person zu verstehen. Warum macht die Person das? Aber das ist, glaube ich, ein Fehler. Warum? Also ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, das geht ja dann so Richtung Empathie aufbauen mit dem Nicht Täter. unbedingt. Aber so klingt es gerade für mich. Okay, Kurz ein erklär Wort mal, was dazu. du meinst. Genau. Also wenn man, sagen wir mal, wir haben jetzt einen Partner und der verhält sich grenzüberschreitend. Was auch immer das erstmal bedeutet, ja. Klar kann ich mich ganz lang fragen, was ist dem in der Vergangenheit passiert, wie ist der erzogen worden, kann ich den verstehen? Wahrscheinlich kann man auch Teile davon verstehen, aber was bringt's dir, wenn er sich weiterhin negativ verhält? Also deine Empathie kann halt dazu führen, dass du länger in der Beziehung bleibst, als du eigentlich bleiben willst, weil du halt aus Versehen Empathie mit dem Täter aufgebaut hast. Und das ist halt das Schlechteste, was man eigentlich machen kann. Ich glaube, das ist ein, da muss man ein bisschen unterscheiden. Also ich hatte auch zum Beispiel den Dr. Michael Bohne hier im Podcast, Facharzt für Psychiatrie, der auch erzählt hat, dass ein ziemlich hoher Prozentsatz der Psychotherapeuten in Deutschland sind sekundär traumatisiert. Das heißt, sie werden von ihren Patienten traumatisiert, weil sie zu empathisch sind. So. Das heißt, es ist schon wichtig, denke ich, so eine gewisse Distanz auch in gewissen Situationen zu haben. Aber das andere Extrem wäre ja, also das eine Extrem ist ja, ich bin so krass empathisch, dass ich alles nachvollziehen kann. Das andere Extrem ist ja, ich empfinde gar nichts. Und ich glaube, ein flexibles, ne, da sind wir wieder bei diesem verhärtet und flexibel sein, ein flexibler Mensch ist in der Lage, in Situationen, wo Empathie notwendig ist, wenn ein Freund sich dir öffnet, dir was extrem Trauriges erzählt, Empathie zu haben, mitzufühlen und einfach da zu sein. Und aber in anderen Situationen, wo eine Grenze krass überschritten wird, ist diese Person in der Lage zu sagen, ich werde mich jetzt hier nicht so empathisch dir zeigen. Und trotzdem finde ich, ist es im Nachhinein eine Stärke, wenn man nicht einfach nur Personen verurteilt und sagt, ich hasse dich, sondern das war scheiße, was du gemacht hast. Das werde ich auch nicht vergessen. Ich setze meine Grenzen, aber ich weiß, warum du es gemacht hast. Oder ich weiß, ne, wer weiß das schon, aber ich verstehe irgendwo den Ursprung. Ich rede da so ein bisschen zum Beispiel auch von meinem Stiefvater, ne? Jahrelang, wirklich, ich konnte ihm nicht verzeihen. Ich kann das jetzt auch gar nicht so labeln, ob ich ihm verziehen habe oder nicht, aber ich verstehe, wo seine Handlungen herkommen. Die waren mega schlimm für mich, aber ich verstehe ihn, weil er wurde selber geschlagen von seinem Vater. Er wurde sehr, sehr schlecht behandelt.
So. Er hat es nicht reflektieren können anscheinend, weil sonst hätte er es gemacht, weil es auch für sein Leben besser gewesen wäre. So. Ich verstehe das, ich sehe ihn, aber das heißt nicht, dass ich ihn jetzt uneingeschränkt in mein Leben lasse. Wir machen eine ganz kleine Pause, in der ich euch einmal daran erinnern möchte, wenn ihr das Video hier auf YouTube schaut, einmal auf den Like-Button zu klicken und wenn ihr das Ganze auf Spotify anschaut oder anhört, uns bitte einmal eine Bewertung zu hinterlassen. Damit sorgst du dafür, dass wir weiterhin solche Gespräche führen können. Danke für eure Unterstützung und jetzt zurück zur Folge. Ja, ich finde, das sind verschiedene Themen. Ich finde, das eine Thema ist, wie finde ich das, was der gemacht hat, so auf meiner persönlichen Ebene. Okay, war nicht cool. Da muss ich meine Grenze setzen. Ich finde aber ein anderer Blickwinkel ist, was hat dazu geführt, dass diese Person so ist, wie sie ist? Und den Blickwinkel finde ich schon wichtig. Gibt es hier überall die Beispiele, weil man muss sich ja auch selber fragen, und das finde ich eigentlich immer der faire Punkt. Wenn ich genauso groß geworden wäre, wie der Mensch, der mir das angetan hat, wäre ich in der Lage gewesen, mich zu ändern und da sehr ehrlich zu sich selber sein. Weil kann ja sein. Also wer weiß das schon. Und aus dem Blickwinkel muss man einfach gucken, was hat also dazu geführt, dass diese Person so ist? Und was hätte man vielleicht auch gesellschaftlich oder wie auch immer tun können, dass weniger Menschen so werden? Und das ist dann der wichtige Punkt. Weil sonst verurteilt man eine einzelne Person, lässt die isoliert da, sagt, okay, für mich, meine Konsequenz auf meiner persönlichen Ebene ist halt Abstand zu den Menschen, fair. Sollte jeder so machen. Aber dann bringt die Gesellschaft ja auch irgendwie nicht voran. Weil dann sind diese Leute auf der einen Seite, wir sind auf der Seite. Mir egal, was mit euch ist. Mir egal, wie ihr dazu gekommen seid. Ihr seid alle Straftäter und schlechte Menschen. Und da fehlt mir so ein bisschen dieses, wie können wir halt verhindern, dass jemand so wird. Verstehe ich voll. Also ich finde, das ist alles richtig, auch auf einer gesellschaftlichen Ebene und so. Aber wenn du jetzt akut in einer Beziehung bist, wo du körperlich in Gefahr bist. Da auf jeden Fall weg. Also ich finde auch, wenn jemand irgendwie, der verhält sich irgendwie ein bisschen, oder der verhält sich schlecht, übertritt irgendwie eine emotionale Grenze, man streitet sich, da kann man alles drüber reden, finde ich so. Aber sobald irgendwie so stark Abwertung im Spiel ist, stark Kontrolle, also das eskaliert ja immer weiter. Aber das meine ich ja auch. Das sind zwei verschiedene Themen. Es sind zwei verschiedene Themen, ja. Aber trotzdem versuchen zu verstehen, so, warum ist der so, damit wir irgendwo anders vielleicht irgendwann ansetzen können, dass es weniger Menschen gibt, die so sind. Aber welche Perspektive? Das ist so eine therapeutische oder gesellschaftliche Perspektive. Aber ich finde, wenn du halt in so einer Beziehungsebene bist, also wenn du das brauchst, um jemandem verzeihen zu können, ist es ein fairer Punkt, finde ich. Aber mir hat es zum Beispiel eher geholfen, mir nicht mehr diese Frage zu stellen, woher das kommt. Ich habe das Gefühl, du sprichst da gerade aus Erfahrung. Ja. Vielleicht magst du das mal teilen. Ja. Also ich habe ja schon erzählt, so der Weg dahin, ne? Also ich war nicht so richtig vorbereitet, ganz viele Sachen sind passiert. Und es war letztens auch jemand im Podcast bei dir, eine Therapeutin, die hat darüber gesprochen, wann Menschen besonders gefährdet sind, in so toxische Beziehungen zu kommen. Also wenn man es jetzt toxisch nennen will, auch wenn die eigene Kindheit hatten, die vielleicht eigentlich okay war. So könnte man es einfach mal sagen. Mhm. Dr. Papai wahrscheinlich. Ja, und sie hat gesagt, es ist ein starkes Problem, wenn Leute vorher schon sehr geknickt sind, zum Beispiel aus einer Beziehung irgendwie rauskommen, die schlecht war und so, oder wenn die Lebensumstände auch gerade sehr negativ sind. Mhm. Und bei mir war das definitiv so. Also ich glaube, was ein Riesenproblem war, ich hatte einen Freund, den mochte ich total gern, mit dem war ich auch 3 Jahre zusammen. Der hat mich verlassen für eine andere und das kam für mich voll out of the blue. Das hat mich so richtig geknickt. Und die Beziehung danach, die ich hatte, die war dann auch nicht mehr so gut und da habe ich auch viel mitgemacht. Irgendwie, der hat voll an mir rumgekrittelt. Also war nicht so schlimm jetzt, könnte man denken. Aber das war schon alles nicht so gut für mein Selbstwertgefühl, würde ich mal sagen. Mhm. Plus, ich habe was studiert, was mir keinen Spaß gemacht hat. Weil ich wollte eigentlich immer Medizin studieren, bin mit meinem Schnitt echt gar nicht reingekommen. Also in Bayern hat man dann, glaube ich, 0,9 damals gebraucht. Ich hatte irgendwie 2,0 und ich hätte halt irgendwie ewig warten müssen und hatte irgendwie den Mut auch nicht. Und habe dann irgendwas studiert. Mir war es echt, also ich konnte einfach nicht mehr. Ich wollte einfach nur, ich hatte Angst zu warten. Also Entscheidungen aus Angst sind echt die schlechtesten. Macht's nicht. Ich habe was studiert, was ich nicht machen wollte. Und habe dann irgendwie auch nicht mehr so richtig eine Perspektive für mich gesehen. Mhm. Ich dachte halt so, ja, jetzt bin ich hier halt, ich habe einen Abschluss, okay, der ist auch gut, aber ich will es eigentlich, vielleicht finde ich hoffentlich irgendeinen Job, der mir dann irgendwie so ein bisschen gefällt. Aber ich hatte so keinen Platz, wo ich hingehöre irgendwie. Also es waren einfach so ein paar ungünstige Umstände so insgesamt, würde ich sagen. Ja. Und dann habe ich jemanden kennengelernt,
mit dem es am Anfang scheinbar gut gepasst hat. Also ich dachte, super, der passt voll gut zu mir. Der hat mir auch gesagt, ich bin seine große Liebe und so dieses ganz klassische Programm. Ne? Also du kamst aus einer Situation, wo du deinen Platz irgendwie nicht gesehen hast und ich stelle jetzt mal die Hypothese auf, er hat dir vielleicht das Gefühl gegeben, dass du einen Platz hast. Genau, ja. Der hat eigentlich, also das habe ich natürlich damals gar nicht verstanden, aber er hat eigentlich mein Problem gelöst, was ich hatte. Mein Problem war, ich bin eigentlich nicht glücklich, ich habe keinen Platz im Leben. Wenn ich beruflich mein Glück nicht finden kann, dann vielleicht in der Beziehung. Ich glaube, das habe ich schon immer so unterschwellig gedacht. Und ich dachte irgendwie so, das ist genau die Beziehung, die ich mir wünsche. Das dachte ich wirklich. Warum hast du das gedacht? Der hat mir auch so ganz viel Aufmerksamkeit gegeben. Und der Freund davor, der eher viel eben an mir rumgekrittelt, da war ich irgendwie immer nicht sexy genug angezogen oder doch nicht schön genug und keine Ahnung, was alles noch. Da kannst du immer einen Grund finden. Und der hat mir am Anfang so voll Lovebombing eigentlich, ne? So voll dieses Gefühl gegeben, du bist perfekt und so. Genau. Also genau das, was du wolltest eigentlich von dem davor. So ein bisschen. Oder was man generell, glaube ich, eigentlich wollte. Und damals habe ich irgendwie auch gar nicht verstanden, dass es kein gesundes Maß auch ist. Also ich hatte einfach kein Gefühl dafür, halt, ehrlich gesagt. Und ich glaube aber wirklich, ich bin da vor allem reingeschlittert, weil davor schon alles einfach in meinem Leben so richtig schlecht lief. Ja, das führt dann einen zum anderen. Genau. Ja. Weil ich glaube, wenn ich so richtig happy gewesen wäre mit meinem, so ein toller Job, Freundeskreis, der zu mir passt und so, das wäre irgendwie anders gelaufen. Weil wenn du auch was studierst, was ja gar nicht zu dir passt, dann bist du ja auch mit Leuten zusammen, die gar nicht so zu dir richtig passen. Wenn man auch bedürftig ist, dann ist man anfälliger. Total. Das ist einfach so. Und das war ich auf jeden Fall, würde ich sagen. Ja. Und ich habe halt, was ich vorher gesagt habe, ne, wenn du noch nie in deinem Leben eine Schlange gesehen hast, wunderst du dich, dass sie dich beißt. Und ich habe halt die Verhaltensweisen von dem, also es gab jetzt Warnzeichen im Nachhinein, gab es auf jeden Fall, aber ich habe die nicht verstanden. Ich habe die einfach nicht gesehen. Was waren das denn für Warnzeichen? Zum Beispiel so ganz am Anfang von der Dating-Phase, obwohl er immer so gesagt hat, du bist perfekt und so, volles Programm, hat er dann irgendwie mal so zu mir gesagt, aber deine Beine sind eigentlich nicht schön. Das weiß ich noch. Und ich bin da irgendwie so voll drüber gegangen. Es war nur so ein Satz, weil ich fand meine Beine halt schön. Weil ich war damals okay mit mir so. Ich habe viel Sport gemacht. Ich war eigentlich, also mit mir so an sich, abgesehen von den Umständen, war ich so ganz okay. Ne? Es war jetzt nicht so, dass ich kein Selbstwertgefühl hatte oder sowas. Fand ich jetzt so im Nachhinein. Aber das fand ich schon so ein bisschen komisch. Aber dachte ich halt irgendwie so, keine Ahnung, bisschen komisch, aber okay. Aber du bekommst da dauernd die anderen positiven Botschaften. Ne? Das verwirrt einen ja auch so voll. Und dann waren halt irgendwie so viele komische Sachen. Der wollte zum Beispiel auch immer so Fotos von mir haben, die ganze Zeit irgendwie. So, hey, schick mir doch ein Foto, wo du da bist und da. Und irgendwie hatte ich jetzt schon im Nachhinein so das Gefühl, dass so ausgetestet wurde, was denn für Fotos. Dann hat er auch mal so erzählt, ja, meine Ex-Freundin hat mir immer so Nacktfotos geschickt, war schon immer so angetestet irgendwie. Und das habe ich damals auch gar nicht gecheckt, weil das ist halt so ein schleichender Prozess. Wenn ich das jetzt so erzähle, klingt es halt komisch, ne? Aber du bist dann so mittendrin, du bist verliebt. Also er hat so die Grenzen ausgetestet, meinst du so? Ja, würde ich sagen. Genau. Okay. Und dann, was auch so ganz klassisch anscheinend ist. Aber sind bei dir nie die Alarmglocken angegangen? Ich hatte es war schon immer so ein bisschen komisches Gefühl irgendwie, aber ich glaube, weil das andere halt so viel war, so dieses ganze Aufmerksamkeit und hier ist meine Familie und hier sind meine Freunde, du bist perfekt, so das. Aber auch die Verlustangst, oder? Wenn das dann noch wegbrechen würde, dann ist bei den anderen ja auch nicht mehr so. Aber ich würde gerne noch mal oder? besser verstehen, also du hast zum Beispiel gesagt, er wollte dann immer Fotos von dir haben. Okay. Und dann wollte er vielleicht mal irgendwie erotische Fotos austauschen. Warum ist das eine Red Flag? Ist es ja für sich noch nicht so richtig. Also das meine ich ja, das ist genau, nicht so eindeutig alles. Das kommt auf die Person Bei mir an. wird es, glaube ich, auch nicht läuten. Wenn eine Frau mich vielleicht einmal am Tag fragt, hey, schick doch gerne ein Foto von, keine Ahnung, von der Podcast-Folge, die du heute machst oder aus dem Gym oder wenn sie auch mal fragt, hey Leon, schick mir doch mal ein sexy Foto oder so. Ja. Würde ich jetzt auch nicht als Red Flag sehen, ehrlich gesagt. Kommt ja drauf an, es kommt auf die Person an. Wenn es für dich unangenehm ist, dann ist es erstmal eine Grenze für dich, die deswegen überschritten wird. Deswegen ist jetzt meine Frage, warum siehst du es im Nachhinein als Red Flag? Weil es natürlich weitergeht, die Geschichte. Da wo ich dann erzähle, meine Ex-Freundin hat mir ja auch immer Nacktfotos geschickt. Weißt du, was impliziert das denn? Also du musst dir überlegen, die Leute fangen ja nie so hier an, die fangen ja irgendwo da an. Und dann arbeiten die sich so Stück für Stück vor, weißt du? Okay, was ist daraus weiter entstanden? Erzähl mir mehr. Daraus ist zum Beispiel sowas, dann hat er irgendwie mal sowas gesagt, ich weiß es nicht mehr so genau, ne? Aber so ungefähr, wenn du mir jetzt irgendwie kein Foto schickst, dann müsste ich ja wieder mal ein Porno schauen oder so. So in die Richtung ging das dann. Ach, so ein bisschen so fast schon manipulativ. Ah, krass, okay. Aber das ist alles nicht so direkt, das ist alles so richtig indirekt halt irgendwie. Also
wirklich jeder, der da so reinrutscht das erste Mal, ich weiß, man hat danach auch so viel Schuldgefühle, so warum habe ich das nicht früher erkannt? Wenn jetzt hier jemand zuhört, der sich das irgendwie auch denkt, wenn man halt die Zeichen so wirklich verstanden hätte, dann wäre man halt gegangen. Also man hat es halt einfach nicht gecheckt so. Und da habe ich echt lange gebraucht, bis ich so für mich sagen konnte, hey, wenn du es halt früher gemerkt hättest, wärst du halt früher gegangen. So. Aber ich habe es einfach nicht gecheckt. Und es war einfach so ein schleichender Prozess. Das sind ja auch Sachen, die man vielleicht nicht so checkt, womit die Wie Leute du halt anfangen. sagst, es ist so, ist doch ganz okay. Aber es ist halt irgendwie so, also es entsteht halt irgendwie, irgendwann mal entsteht ein Störgefühl, aber da war es schon sehr spät bei mir. Und dadurch, dass schon so viel vorher getestet wurde, was geht, ist das Störgefühl dann halt so ein bisschen verschoben. Und dieser ganze Weg dahin, ich kann das schon gar nicht mehr so ganz beschreiben, weil es in meinem Kopf alles auch so voll das Kuddelmuddel immer noch ist, obwohl ich schon so viel mit Leuten darüber geredet habe und keine Ahnung. Aber das eskaliert ja dann immer weiter. Dann war zum Beispiel auch so, immer wenn ich dann krank war, und ich war dann irgendwie auch oft krank. Ich hatte oft Mandelentzündung, mein Blinddarm kam danach raus in der Zeit. Also ich war irgendwie wirklich, ich war zweimal im Krankenhaus, ich war oft krank. Mein Körper hat mir schon so signalisiert, irgendwas stimmt nicht. Und das habe ich jetzt auch im Nachhinein gemerkt, immer wenn ich so emotional, wenn ich irgendwie so ein bisschen was habe, wenn irgendwas passiert, ich bin gleich krank. Das ist bei mir einfach so. Ja. Und ich habe es damals aber auch nicht gecheckt, weil davor war ich so relativ stark und stabil und sportlich und das hat sich erst in der Beziehung so stark manifestiert. Das finde ich auch sehr interessant. Und dann war ich zum Beispiel eben auch mal krank und dann hat der also ich war wirklich krank, 2 Wochen im Bett, dann hat er wieder zum Rauchen angefangen. Und dann auch so, da ging es ihm so schlecht die ganze Zeit. Und ich habe dann zum Beispiel jetzt mal einen Podcast gehört, ich glaube, der heißt Ich bin die 3. Frau. Da geht es auch so darum, dass Betroffene so Beziehungen schildern. Und die erzählen eigentlich alle dieselben Stories. Und was da auch ganz oft erzählt wurde, war, dass es dem, jetzt in dem Fall Mann, wenn die Frau irgendwie krank wird und sich nicht mehr um ihn kümmern kann, dass es dem auf einmal auch so ganz schlecht geht. Aber das checkst du ja nicht, dass es ein Warnsignal ist, weil man denkt sich halt so, der leidet halt mit mir oder so. Weißt du, du checkst es einfach nicht. Oder ich habe es einfach nicht verstanden. Das erste Signal hätte ja schon sein müssen, du wirst halt häufiger krank. Genau, also mein Körper hat schon versucht, mir, glaube ich, so zu zeigen, du bist gestresst. Es stimmt was nicht, du bist dauernd krank. Aber ich habe es einfach nicht gecheckt. Ja. Und dann auch dieses so, ich habe wieder zu rauchen angefangen, so schon so wegen dir, weil, weißt schon, dieses immer so ein bisschen so ein Schuldding auch. Und es eskaliert ja dann immer weiter. Irgendwann habe ich mal rausgefunden, okay, der hat so Aufnahmen gemacht, von denen ich nichts wusste. Hat er mir dann irgendwann mal so später erzählt und mir so das Tablet hingelegt und so gesagt, da ist die Aufnahme, du kannst sie jetzt auch ruhig löschen, wenn du willst. Ich wollte nur sagen, ich habe die gemacht und vielleicht gefällt es dir ja auch so, aber du kannst es löschen. Ja, vom Sex. Einfach so? Ja. Krass. Das hat der aufgenommen, ich habe es nicht gemerkt. Und danach lässt er mir so die Wahl, vielleicht gefällt es dir, du kannst es aber löschen. Weißt du, dann habe ich die Verantwortung, so mir zu überlegen, so, also das ist so twisted alles. Du checkst gar nicht, was passiert einfach. Krass. Ich habe es gar nicht gecheckt. Und ich glaube wirklich, wenn ich in einer Elternbeziehung aufgewachsen, wo wir uns oft gestritten hätten, dann hätte ich auch wahrscheinlich dann hätte ich mehr so zurückschlagen können. Aber ich war einfach so, ich war so gar nicht vorbereitet auf sowas, dass jemand auf einmal so krass Grenzen überschreitet. Und es passiert ja nicht so schnell, sondern eben so ganz schleichend. Das ist so gefährlich. Das ist ja gerade sowieso ein krasses Thema, ne? Mit diesem einfach, dass Aufnahmen gemacht werden. Da war jetzt ja dieser Colin Fernandes-Fall vor kurzem. Ja. Wie bist du in dem Moment damit umgegangen, als er dir das so gezeigt und gesagt hat mit den Videos? Ich hatte einen Blackout, würde ich jetzt im Nachhinein sagen. Ich konnte damit gar nicht umgehen. Ich bin einfach so da gesessen und war so richtig verwirrt. Also, weil du hast ja dann auch so viel, dann fragst du dich ja auch, hat der noch mehr Aufnahmen gemacht? Also, weil wenn ich es beim einmal nicht, also ist ja sehr wahrscheinlich auch, dass es, ich weiß es bis heute nicht. Also ich bin einfach so verwirrt gewesen. Ich war so richtig im Freeze, würde man jetzt sagen. Ja, wollte ich gerade sagen. Also das Nervensystem hat einfach so dicht gemacht bei mir. Bei dir wäre wahrscheinlich dann so richtig Richtung Fight gegangen, aber ich war einfach so voll im Freeze. Ich konnte gar nichts mehr reagieren. Ich habe das Tablet gegen die Wand geschmissen. Ja, wär halt gut, ne? Aber konnte ich nicht. Und so im Nachhinein ist das alles klar, aber wenn das halt im Zeitraum von 2 Jahren passiert, das ist wie dieses, weißt schon, Frosch sitzt im Wassertrog und du machst den so ganz langsam warm und irgendwann verkocht der Frosch und spürt dich, dass es halt warm geworden ist. So ist es halt. Aber ich fühle dich so krass, weißt du, ich fühle das total, weil auch warum ich zum Beispiel so geworden bin, ist, dass meine Mutter zum Beispiel das Gegenteil war. Und ich finde manchmal immer noch ist. Sie ist auch einfach so sehr gutgläubig, setzt selten Grenzen für sich, opfert sich immer für die anderen auf. So ein guter Mensch, weißt du? Und ich habe den Schmerz oft gesehen und gespürt. Und deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, okay, ich will nicht, dass mir dasselbe passiert. Ja. Aber gleichzeitig habe ich diesen Schmerz meiner Mutter immer gespürt.
Ja. Und deswegen, wenn du mir das jetzt so erzählst, ich fühle es zu 100%. Es freut mich voll. Also ich fühle das auch. Und ich finde es auch schön, dass du es jetzt nochmal so sagst, weil, also ich kann auch sagen, ich habe halt irgendwie, wie soll ich das sagen, ich fühle mich für mich so, dass ich irgendwie so eigentlich so ein reines Herz habe. Also im Sinn von, ich möchte jemandem nichts Böses unterstellen, ich will für jemanden da sein. Ne? Ich möchte mich einbringen in die Beziehung, ich möchte Verantwortung übernehmen, ich möchte mich kümmern. Und jetzt kommen wir auch zu der Frage, die du am Ursprung mal hattest mit der Empathie. Ich bin ja empathisch, also vielleicht auch ein bisschen zu viel. Und natürlich habe ich mich dann ja gefragt, hat er irgendwie Angst vielleicht? Also versucht er irgendwie sich jetzt so zu verhalten, weil er irgendwie Angst hat, dass ich ihn verlasse oder sowas? Auch so Eifersuchtssachen. Der wollte dann irgendwann, wollte er nicht, dass ich in die Sauna gehe. Weil da könnten ja andere Männer sein. Weißt schon so, dann denke ich mir eher so, als sehr empathischer, angepasster Mensch, habe ich dem irgendwie was vermittelt, dass ich vielleicht irgendwie Interesse an anderen hätte? Bin ich da vielleicht dran schuld? Ja. Weißt du? Aber das ist ja genau die falsche Frage. Aber das ist mein natürliches Muster, in das ich aber eigentlich reinschlittere. Aber findest du nicht auch, dass das so ein bisschen anerzogen wird dann, Mädchen von Eltern? Ja. So lächel bitte, Ja. habe ich jetzt nicht zu viel gelächelt oder zu wenig? Und meine Mama zum Beispiel ist ja auch total lieb. Also so wie deine Mama jetzt auch, würde ich sagen. Die will sich ja auch kümmern, die will das machen. Also wenn du ja auch so ein Vorbild hast und du liebst dieses Vorbild ja auch, dann bist du als Kind ja automatisch identifiziert und möchtest es auch so machen. Ich jetzt in meinem Fall auf jeden Fall. Und was ich eigentlich sagen wollte ist, durch diese Erfahrung, also ich bin da immer noch so ein bisschen traurig auch oft, weil ich dann so das Gefühl danach hatte, dass sich mein Herz dann auch so verschlossen hat. Weil weißt du, du wolltest irgendwie so, du hast so viel Empathie gehabt, du hast das Gefühl gehabt, du hast drum gekämpft, du hast bei dir die Schuld gesucht und so. Und danach musst du ja, wenn du das irgendwie erkennst, was dir da auch passiert ist, und da habe ich echt lange dafür gebraucht, ne? Und du wirklich mal, weil ich war gar nicht in diesem Bewusstsein, dass mir was Schlimmes, dass ich irgendwie Opfer geworden bin in dem Moment dann auch mit dem, was danach dann alles noch kam. Ich habe dann irgendwie so eine richtige Blockade irgendwie auch aufgebaut und ich habe dann das Gefühl, dass mein Herz so kalt geworden ist durch das. Das verstehe ich. Also was musste dann noch alles passieren, bis dann, sag ich mal, Schluss war? Ja, also es hat sich dann rasant verschlechtert, würde ich sagen. Also am Anfang war das dann so ganz langsam und dann ist es irgendwie immer schlimmer auf einmal geworden. Dann hat er irgendwie auch angefangen mal zu schreien und dann ist er auch mal handgreiflich geworden. Und wie ich schon gesagt habe, so für mich war das halt unglaublich. Also ich konnte es gar nicht verstehen. Und wirklich diese Zeit, auch wenn ich da zurückblicke, ich erinnere mich so ein bisschen daran, was passiert ist, aber auch gar nicht mehr so richtig. Also es fühlt sich so richtig so eingefroren alles an. Und er ist zweimal handgreiflich geworden. Und dann hat es irgendwie noch so ein bisschen gedauert und dann habe ich Schluss gemacht. Aber es ist gar nicht nur dieses Handgreifliche und da war schon auch mehr, was ich würde jetzt auch sagen, das war auch sexueller Missbrauch. Also würde ich ganz klar so sagen, habe ich damals auch gar nicht so gesehen, aber ist auf jeden Fall so. Wenn dir so viel auf einmal passiert in einer relativ kurzen Zeit, also ich konnte es gar nicht verarbeiten für mich. Und ich habe mit niemandem drüber gesprochen. Also niemand wusste, was mir passiert ist. Ich konnte es auch gar nicht sagen. Wirklich, es fühlt sich an, so als ob die Zeit so gar nicht da wäre irgendwie. Das ist so ganz komisch einfach. Ja. Jetzt habe ich deine Frage aber vergessen. Nee, erstmal danke fürs Teilen. Und was mir gerade in den Kopf kam, ist, es gibt Menschen, die testen die Grenzen. Ja. Und die kennen selber auch keine Grenze. Und die haben auch ich habe das Gefühl, die haben keinen Respekt vor anderen Menschen. Und vor sich selber wahrscheinlich aber auch Das wollte nicht. ich gerade Also, einfügen. ich habe mich mal mit, ich war öfter in einem Modegeschäft unterwegs und dann habe ich mich ab und zu da mal mit einem Mitarbeiter dort unterhalten. Und ich muss gerade tatsächlich die Geschichte ein bisschen verfälschen, weil ich kann das jetzt nicht so öffentlich sagen, ne, sonst wüsste man, wer das ist, sage ich mal. Aber es hat mich zutiefst schockiert, als mir diese Person dann erzählt hat, ne, irgendwann hat sie mir ein bisschen mehr erzählt so über ihre Beziehungen, über ihre sexuellen Ausschweifungen und so weiter. Und dann irgendwann wurde es immer extremer. Und dann hat mir die Person wirklich erzählt, das war ein Mann, hat er mir erzählt, dass er bei Frauen wirklich die Grenzen austestet. Und dann hat er mir gesagt, ja, es gibt Frauen, die
ich will, dass die mir sagen, hier ist Schluss, aber die sagen mir das nicht, also mache ich weiter. Mhm. Diese Aussage hat mich so schockiert. Also das ist für mich so respektlos. Du musst doch selber die Grenze spüren. Du musst doch auch spüren, wo ist Schluss? Ich kann doch nicht jemand anderen schaden. So. Ja. Und da habe ich aber gemerkt, es gibt Menschen, die kennen keine Grenzen. Ja. Es geht so auf, wie ich mit mir selber umgehe, gehe ich auch mit anderen um. So muss man es sehen. Aber das verstehe ich nicht so ganz. Wie meinst du das? Ich glaube, wenn die vor sich selber auch nicht so viel Respekt haben und für sich selber auch nicht wirklich so wahrnehmen, wo ist denn eine Grenze, dann kann es ja sein, dass die irgendwie bei anderen Personen suchen, wo denn so Grenzen sind, um es Also halt du denkst, zu es verstehen. kommt aus denen heraus, dass sie selber keine Grenzen für sich haben. Ja. Glaube ich auch. Und jetzt sind wir wieder so ein bisschen bei diesem Empathie-Thema. Also ich benutze jetzt absichtlich mal so einen ganz krassen Begriff dafür. Aber wenn Menschen in diese Richtung gehen, ist es für mich irgendwie auch was Böses, ehrlich gesagt. Finde ich auch. Ja. So, also ich finde, also so gut und böse bin ich kein Fan, das ist alles so ein bisschen eine Dimension, aber es gibt einen gewissen Punkt, da ist was Böses in Menschen. Ja, wo man auch als erwachsener Mensch, wenn man drüber nachdenkt, einfach sagen muss, egal wozu man sich da geneigt fühlt oder so, dass man einfach alleine, wenn man mit einem normalen Menschenverstand drüber überlegt, dass man sagt, okay, das kann es ja irgendwie nicht sein. Ja. Ich bin da sehr sensibel, muss ich sagen, weil ich habe ja auch diese ganzen Sachen da mitbekommen und ich kann das auch ganz offen teilen. Ich habe teilweise auch schon mit Frauen geschlafen und die wollten dann, dass ich die so, wirklich, die wollten, dass ich die schlecht behandle und die schlage. Mhm. Ich kann das nicht. Ich kann das einfach nicht. Es tut dir ja eigentlich selber weh, ich habe zu viel Respekt vor Menschen dafür. Mhm. Also, und ich habe auch nie verstanden, warum Menschen sowas wollen. Also, ne, wenn wir jetzt gerade so bei diesen sexuellen Handlungen sind, es gibt ja auch Menschen, die wollen sich irgendwie fesseln lassen und wollen dieses Gefühl haben von, ich bin handlungsunfähig. Mhm. Ich kann das nicht unterstützen. Ich will nicht und die Leute dabei unterstützen, dass sie sich handlungsunfähig fühlen, weil ich will eigentlich eher Leute bestärken darin, dass sie sich handlungsfähig fühlen. Ja. Und das ist wie so eine Dynamik. Es gibt Menschen, die wollen sich handlungsunfähig fühlen, was ich immer noch nicht so richtig begreifen kann, warum man das möchte. Und es gibt Menschen, die wollen gerne so krass die Macht haben und in dieser Position sein, dass sie die handlungsfähige Person sind und die andere komplett handlungsunfähig. Und das ist so ein Machtgefälle. Ja. Und das ist gefährlich. Ist es auch. Und irgendwie, ich glaube manchmal auch, das ist meine persönliche Meinung, ich glaube, dass das manchmal auch wie so eine Traumabewältigungsstrategie ist bei manchen Menschen. Also wie soll ich das erklären? Ich sage nicht, dass es immer so ist, ne? Ich will auch ich meine es nicht verurteilen oder irgendwas. Aber sagen wir, also ich bin ja dann quasi frei, wenn ich was nicht mehr tun muss. Ja, dann bist du emotional irgendwie frei, dann hast du das Thema auch vielleicht so bewältigt. Wenn ich mich jetzt aber immer wieder so was Bestimmtes suche und ich muss das in meinem Leben unbedingt haben, ich muss gefesselt werden, ich muss dieses Gefühl haben, gedemütigt zu werden, die Kontrolle zu verlieren und so weiter, dann würde ich immer sagen, wenn ich es unbedingt muss und brauche, um irgendwie mich zu fühlen vielleicht oder keine Ahnung, würde ich sagen, das ist eine Form von Kompensationsstrategie gegen irgendein Trauma. So. Meiner Meinung nach auch. Und die werden was anderes sagen. Bestimmt. Und ich meine, es kann ja auch fair sein, dann zu sagen, ich finde ein Gegenüber, das macht mit, weil dem gibt es auch was. Und wir haben einen Konsens und wir einigen uns drauf, wir beide fühlen uns gut damit, wir machen das so, hier sind die Grenzen. Sollen die doch machen, das ist doch okay. Das ist voll okay. Ja. Geht jetzt zurück auf die Frage mit den Fotos. Kann ja auch sein, dass eine Person das mag, Fotos zu verschicken, Genau. Videos von sich zu machen und so weiter. Vielleicht gefällt mir das ja auch. Das ist halt so was für mich auch mit gesundem Menschenverstand zu tun. Und ich glaube, um jetzt auch nochmal auf dieses Böse einzugehen, ich finde, etwas ist böse, wenn es offensichtlich destruktiv ist. Und es gibt Sachen, die sind offensichtlich destruktiv. Wenn du das machst, wirst du Schaden hinzufügen. Ja. Und das ist aus meiner Sicht böse. Genau. Würde ich auch so sagen. Ja. Und wenn dich aber keiner stoppt, wirst du immer weitermachen, weil du es halt so gelernt hast. Und was ich dann auch eben gesehen habe, ist, ich habe das Gefühl gehabt, dass dass ich irgendwie das erkannt habe, so in seinen Augen, dass er so die Macht wollte. Mhm. Und das kannte ich noch gar nicht, sowas, weil ich habe das noch nie irgendwo gesehen.
Also ich erinnere mich an Situationen, wo ich das gefühlt habe, dass das so da war. Aber wenn du das nicht kennst, dann vermutest du so, boah, ist es das jetzt? Also denkst so, das ist es irgendwie. Aber du hast ja keinen Bezugspunkt. Wie hat sich das angefühlt? Also dieser Moment, den du vorher noch nie gesehen hast? Ja. Ich habe so gefühlt, dass der es richtig genossen hat, so diese ganze Kontrolle zu haben. Und ich habe das Gefühl, dass er mich demütigen wollte. Und ich war so überwältigt von diesem Ganzen, was da so drumherum passiert ist, dass ich da irgendwie diesen Freeze dann auch hatte. Ja. Aber wenn du das noch nie erlebt hast und noch nie jemand auch validiert hat, ja, das ist das, so sieht Macht bei jemandem in den Augen aus und du hast niemanden, von dem du mal gelernt hast, das ist es, du bist bestätigt worden, dann denkst du immer so, unterstelle ich dem jetzt was? Bin ich jetzt böse, weil ich sag so, der ist böse, weißt du? Und dieses Gefühl so hatte ich schon in meiner Kindheit mit meinem Stiefvater, ohne Witz. Dieser Blick, wie von so einem Pitbull, aber von 0 auf 100, also wirklich. Unberechenbar. Ja. Und das macht dir Angst. Ey, ne? Und das habe ich halt mitgenommen, weißt du, wo wir auch vorhin darüber gesprochen haben, ich lese den Raum immer. Ich glaube, ich kann Menschen sehr gut einschätzen. Ja. Aber das ist deine Überlebensstrategie. Das ist nichts gesund. Ich würde jetzt sagen, aus meiner Sicht, du musst too much. Du musst vielleicht gar nicht so viel Energie da rein aufwenden. So, es ist ja, es ist eine Energiesache irgendwo. Es ist auch irgendwo eine Fähigkeit, aber du musst aufpassen, dass du die nicht zu sehr anwendest in Bereichen, wo du es überhaupt gar nicht brauchst, so. Weil du bist ständig in der Alarmbereitschaft. Ja. Aber was ich sagen wollte, dieses Gefühl ist, ich kenne das. Das ist so eine absolute Unberechenbarkeit und eine Energie, die dann freigesetzt wird in dieser anderen Person, die ist überwältigend und die ist unsteuerbar. Und du bist auch komplett handlungsunfähig. Und vor allen Dingen, bei mir war es ja Kind-Erwachsene-Situation, Frau-Mann-Situation, das ist nicht dasselbe, aber ist ähnlich. Ne? Man ist als Frau, Männer sind durchschnittlich, sobald ich da aufgeklärt bin, 2-mal so stark wie die Frau. 2 bis 3-mal so stark. Man ist ausgeliefert. Total. Und dieses Unberechenbare, ich finde, also für mich hat es sich auch angefühlt, wie als ob da noch ein anderer Mensch so in der Person drin wäre. Ja. Und der ist so ganz weg, der Mensch eigentlich, der davor einem gesagt hat, du bist ja total perfekt und toll und so, ne? Damit kann man irgendwie man kann es gar nicht verarbeiten. Ja. Und genau, und was du jetzt auch gerade gesagt hast, das finde ich auch so wichtig, weil da heißt es immer so, ja, immer so alle Männer und es sind ja nicht alle Männer, bla bla bla. Aber ich glaube, was einfach Männer nicht so gut verstehen können, weil sie sich einfach nicht so gut reinversetzen können, weil sie halt keine Frauen sind, ist, dass wenn einfach du als kleine Frau, die irgendwie 65 Kilo wiegt, angeschrien wirst oder so jemand will dich so dominieren quasi, der so ein Machtding hat, das macht einem so viel Angst, diese Angst wirst du nie fühlen, wenn deine kleine Partnerin dich anschreit, die 2 Köpfe kleiner ist. Also du wirst dich halt nie so krass im Leben bedroht fühlen, wie wenn es halt einfach andersrum ist. Wenn man dieses Gefühl nicht wirklich einmal versteht, was es halt einer Frau für eine unglaubliche Angst machen kann, Todesangst, dann wäre eigentlich die Diskussion hinfällig. Aber ich verstehe, dass es halt schwer ist, sich in andere reinzuversetzen, so. Weil ich glaube, die meisten Männer waren noch nie in so einer Situation halt konfrontiert, wo jemand, der so ihnen sagt, dass er sie lieben würde, so wird, dass man eigentlich in dem Moment denkt, der könnte mich jetzt umbringen. Weil das dachte ich halt dann auch. Das war immer nur so ein kurzer Gedanke, wo so da war, der könnte mich jetzt umbringen und dann ist mein Nervensystem so voll in den Shutdown gegangen. So würde ich das jetzt so im Rückblick reflektieren, aber in dem Moment war das wirklich für mich so voll alles taub und gar nichts mitbekommen. Auch ich kann das ja nicht 100% nachvollziehen. Aber ich schon, sehe weil du nur die Parallelen, ich sehe halt diese ähnlich. Parallelen der Machtlosigkeit. Ja. Und auch diese Ambivalenz zwischen warum hasst mich diese Person so und dann im nächsten Moment entschuldigt sie sich und liebt mich wieder und dann hasst sie mich wieder und dann liebt sie mich wieder und dann hasst sie mich lieber. Genau. So, dieser Wechsel, der einen auch irgendwie süchtig macht. Der einen süchtig macht nach, ich möchte diese Heilung in der Person. Ich möchte mit dieser einen Seite mehr connecten, mit der ich ja irgendwo connected bin. So. Ja. Aber auch die Verantwortung vielleicht. War ich jetzt dafür verantwortlich, dass die Person sich so verhalten hat? Was habe ich denn gemacht? Kann ich mich mehr so verhalten, dass sie halt nett zu mir ist, weil das will ich eigentlich. Du wirst halt so verstrickt damit. Dann ist so eine Umkehr der Ja. Verantwortung auf einmal da. Und ich glaube, ich sehe noch so Parallelen in dem, was wir hier erzählen, weil
als Kind, ich kann mich erinnern, eine Situation war krass. Da war wieder irgendein Konflikt und dann ist er mit seinem gesamten Gewicht auf mich drauf und mit seinem Knie so gegen meinen Unterkiefer. Und der ist dann so richtig krass angeschwollen. Dass meine Mutter sogar damals gesagt hat, boah, ich glaube, wir müssen ins Krankenhaus. Und er so, nee, und so. Und er hat das dann sogar so auch so gedreht, so, ja, das ist so meine Schuld. Weil ich ihn ja irgendwie, keine Ahnung, provoziert habe oder weiß ich nicht. Tut mir voll leid. Und das war eine heftige Situation. Und jetzt, wenn ich darüber nachdenke, ich habe ja dann trotzdem nichts gemacht als Kind. Ich konnte ja nicht. Das heißt, immer wieder ist das passiert und man hat das hingenommen und man hat immer noch versucht, irgendwie das richtig zu machen. Ja. Und dann, wenn du irgendwann an den Punkt kommst und diese Freiheit erfährst, du kannst dich davon abkapseln, dann baust du, so war es bei mir, und so, das hast du ja auch gerade erzählt, ne? So krasse Grenzen auf, dass da erstmal keiner mehr reinkommt. Ich bin ein komplett anderer Mensch. Also es hat mich so krass verändert. Ich habe ein ganz anderes Leben als früher und ich bin ein ganz anderer Mensch. So, und der Punkt würde mich jetzt nochmal interessieren, weil du hast dann ja auch gesagt, du bist danach auch so kalt geworden, ne? Du hast gesagt, dein Herz hat sich verschlossen. Ja. Wie war dann dieser Prozess, nachdem du da Schluss gemacht hast? Nachdem ich Schluss gemacht habe. Genau. Oder wenn du willst, kannst du auch kurz erzählen, wie wie du das überwunden hast, Schluss zu machen. Ne? Ist vielleicht auch nochmal interessant, weil so wie es sich jetzt bis jetzt angehört hat, war es ja so, okay, ja, wann ist denn Schluss? Ja. Ne? Ja, das war irgendwie, da habe ich vorher auch nochmal drüber nachgedacht. Ich habe es ja niemandem erzählt. Also ich habe mit niemandem drüber gesprochen, ne? Keiner wusste das. Die Gewalt, die da... Genau, oder was da auch wirklich passiert und so. Ich habe gar nichts erzählt. Und weil ich irgendwie auch kein Vertrauen hatte, glaube ich, oder so. Also ich habe mich nicht überwinden können, auch zu jemandem zu sagen, ich habe hier so ein krasses Problem, weil ich das auch gar nicht so von mir trennen konnte. Weißt du, wie Hadi auch gerade gesagt hat, so irgendwie eine Verantwortungsumkehr, auch vielleicht eine Schuldumkehr. Also das ist halt nicht klar für die Person in dem Moment, der halt sowas passiert. Das hat alles so verstrickt. Und was dann eigentlich so ein ausschlaggebender Moment war, ich weiß es noch voll gut, ich war damals in meiner Arbeit und mit meinem damaligen Chef habe ich irgendwas besprochen oder so, oder wir haben irgendwas, ich weiß gar nicht, irgendwas eingepackt oder so und wir standen da so und er hat irgendwie so gefragt, ja, wie geht's dir denn? Einfach so im Kontext halt, es war so ein ganz kurzes Gespräch, 2 Minuten vielleicht maximal. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, ich bin irgendwie nicht glücklich, also irgendwie, es passt für mich nicht mit meiner Beziehung. Also es kam irgendwie einfach so raus, also ohne Details, ich habe nur das gesagt. Und der hat dann so gesagt, ja, ich habe irgendwie schon oft das Gefühl gehabt, dass dein Freund komisch ist oder so. Irgendwas hat der gesagt, also gar nicht viel, nur so, das war so ein Satz. Und dann habe ich zu ihm so gesagt, würdest du mich irgendwie finanziell unterstützen? Ich bräuchte vielleicht mehr Geld, wenn ich ausziehen müsste. Dann hat er gesagt, ja, ich hole dir ein größeres Auto, wenn du ausziehen musst. Das weiß ich noch. Das Gespräch war wirklich so ganz kurz. Und ich bin nach Hause gegangen, habe Schluss gemacht. Das war irgendwie, ich weiß auch nicht, das hat irgendwie so einen Schalter umgelegt, als ob ich so drauf gewartet hätte, dass jemand irgendwie da ist, der einfach nur mal so mit einem kleinen Satz sagt, so, ich unterstütze dich. Der wusste ja gar nicht, was los ist. Ich habe ihm das auch nie erzählt, was los war. Das war auch, also es war komplett egal. Aber das hat irgendwie gereicht, dass ich das gemacht habe. Und dann habe ich meine Sachen gepackt, bin abgehauen. An demselben Abend noch. Und dann habe ich erstmal ein Jahr lang fast auf der Couch von Freunden von mir geschlafen und so. Weil ich konnte nicht allein sein. Ich wollte auch nicht, ich habe Angst gehabt auch. Und habe immer irgendwie bei jemandem in einem Zimmer geschlafen, was frei war. Habe die Zeit irgendwie so überbrückt. Das war echt ganz komisch alles. Also es fühlt sich so voll wie so ein komplett anderes Leben an. Ich kann das schon gar nicht mehr so richtig nachvollziehen. Aber es hat gereicht. Ja, und dann hast du ja gesagt, war dein Herz auch lange Zeit verschlossen. Was genau meintest du damit? Das ist eher jetzt so was, jetzt so Jahre später eigentlich so ein Gefühl da war, dass, weil je mehr du ja Bewusstsein hast mit, oh, es gibt da Menschen, die haben was Böses. Also die wollen dann auch was Böses. Das kann man erst so, habe ich halt jetzt klar. Aber damals war ich immer so, du kannst dir das gar nicht vorstellen, ich hatte kein richtiges Bewusstsein dafür, was mir eigentlich passiert ist. Und diese Symptome, ich hatte dann irgendwann eine posttraumatische Belastungsstörung, das kam erst ein Jahr später. Und dann habe ich erst gemerkt, irgendwas stimmt mit mir nicht. Davor dachte ich bin rausgekommen, alles gut, ich kann so weitermachen wie vorher. Aber ich habe einfach versucht, eigentlich wollte ich nur weitermachen. Ich wollte weiter funktionieren, ich wollte weiter in der Arbeit performen, ich wollte weiter Sport machen. Ich habe keinen Cut in meinem Leben gefühlt eigentlich, weißt du?
Ich wollte einfach nur weitermachen. Das ist auch eine Überlebensstrategie, oder? Ich wollte mich nicht reflektieren. Ich wollte einfach nur, dass es vorbei ist, es war vorbei, fertig. Ich wollte weitermachen. Und dann hatte ich irgendwann körperliche Symptome. So Flucht irgendwie so ein bisschen, ne? Ja, einfach auch so Abschottung. Wie mit deinem Bruder, glaube ich, was du erzählt hast. Einfach so Augen zu, egal. So, ich habe es geschafft, egal. Alles andere egal. Und das mit meiner Arbeit ging dann zu Ende in dem Jahr. Und dann kam noch Corona. Und dann war ich allein zu Hause auf einmal. Also dann war ich alleine in der Wohnung, weil ich habe dann eine Wohnung gemietet. Habe dann einen Absprung geschafft mal aus Couchsurfing. Und hatte eben keinen Job, war allein. Und ich war davor nie so richtig allein, weil immer viele Freunde, immer Beziehungen und so. Es war auch richtig hart für mich, vor allem in Bayern. Ey, alle, die in Bayern gewohnt haben, wissen, wie es war bei Corona. Man durfte ja auch gar nicht wir durften wirklich gar nicht rausgehen auch. Wenn du so auf der Parkbank zu zweit saßt. Echt? Ja. Alle hatten bei uns richtig Panik. Keiner hat sich auch getroffen, weil alle einfach Panik hatten. Da war doch das in dem Studentenwohnheim, das ist vielleicht so ein Sinnbild dafür, wie das in Bayern war. Ja, wir haben so Bekannte, da waren irgendwie die 2 Brüder im Studentenwohnheim in der Küche oder er hat sich mit irgendeinem Freund im Studentenwohnheim getroffen in der Küche. Dann hat irgendwer Drittes die Polizei gerufen, dass die in der Küche zusammenstehen und sich unterhalten. Also so weit ging das halt. Aber egal, so. Ja. Aber auf jeden Fall war es echt nicht so toll zu Hause. Aber an sich wäre es cool gewesen. Aber ich habe dann halt gemerkt, mein Körper hat auf einmal komische Sachen gemacht. Ich habe aber so Sachen vergessen. Ich habe irgendwie einen Herd angemacht, Wasser draufgestellt, bin schlafen gegangen. Ich hab's vergessen. Also mein Schlüssel steckt draußen in der Tür. Ich habe nachts geschlafen, der war draußen. Passiert mir aber auch. Aber das war wirklich bei mir das beängstigend. Spaß. Am nächsten Morgen denkst du dir so, okay. Voll. Aber mir ist sowas halt noch nie passiert. Also ich habe angefangen, irgendwie Sachen zu vergessen, auch so im Gespräch irgendwie so Namen zu vertauschen. Dann war ich voll oft krank, die ganze Zeit eigentlich krank. Ich habe zugenommen. Ich konnte keinen Sport mehr machen, weil ich so richtig, also ich war mega sportlich. Ne? Ich habe 5, 6 Mal die Woche Sport gemacht, Krafttraining, Ausdauer, volles Programm. Ich konnte gar nichts mehr machen. Also wirklich, ich bin joggen gegangen, nach 5 Minuten war ich dann. So, es ging gar nichts mehr. Ich konnte nicht mehr schlafen. Ich bin nächtelang im Bett gelegen, konnte nicht schlafen. Mir war extrem schwindelig und ich hatte auch so doppelten Herzschlag und sowas. Dann bin ich zum Arzt gegangen. Das ist jetzt kein Scherz, ne? Steht auch in einem Buch. Der Arzt hat dann gesagt, schade, dass du zugenommen hast, wäre besser, wenn du wieder mehr Sport machen würdest. Das ist krass. Kein Scherz, ne? Er meinte so, schade, du hast voll besser ausgeschaut. Ja, genau. Und diese Themen, vielleicht kannst du da jetzt mal ein paar Worte dazu sagen, mit diesem Thema, das ist ja eigentlich so was ein dysreguliertes Nervensystem sein könnte. Also du hast so diffuse körperliche Symptome und psychische Symptome, wie so Verwirrtheit, Vergesslichkeit und so Gedankenkreisen. Das hat eigentlich könnte eine Traumafolge. Bei mir war es eine Traumafolge. So. Ja. Und ich wusste damals nicht, was das ist. Und darüber machen wir ja maßgeblich ganz viel Aufklärung. Genau, da haben wir uns ja auch kennengelernt, wo du dann gesehen hast, der Ansatz, den wir halt nutzen, damals noch für Menschen mit Migräne, der funktioniert auch gut für diese ganzen psychischen Themen, sage ich mal. Und so haben wir uns dann zusammengefunden. Ja, am Ende muss man sagen, ist ein Nervensystem, was die ganze Zeit im Überlebenskampf steckt. Weil was passiert dann? Cortisol ist die ganze Zeit hoch. Was passiert? Entzündungsreaktionen laufen die ganze Zeit ab. So, du bildest keine guten Anti-Entzündungszellen mehr, die vielleicht den einen Virus sehr effektiv bekämpfen. Dann bekommst du Corona und du bist deutlich länger krank. Dieses Ganze, ich spüre meinen eigenen Herzschlag mehr oder habe Gedankenkreisen, das können wir auch, gibt auch Studien dazu, das können wir auf eine fehlende körpereigene Wahrnehmung zurückführen. Wenn dein Körper sich selber nicht gut spürt, was macht er dann? Alles, was negativ ist, möchte ich verstärkt wahrnehmen. Weil ich bin schon nicht so gut da drin zu spüren, dann verstärke ich wenigstens die Signale, die potenziell meinen Körper angreifen könnten. Und wenn ich dann meinen Herzschlag ein bisschen spüre und das schon unangenehm finde, dann mache ich es vielleicht stärker. Wenn ich dann abends schlafen gehe und meinen Herzschlag stark spüre, dann denken manche Leute, das ist vielleicht ein doppelter Herzschlag. Ich gehe zum Arzt, der sagt, alles ist okay. Aber diese erhöhte körpereigene Empfindung ist eigentlich, und das klingt so paradox, ist am Ende etwas, was auftritt, weil ich meinen Körper weniger spüre. Auch so Sachen wie, ich liege im Bett und ist mir jetzt zu kalt oder zu warm, dann wechsle ich nochmal die Bettdecke. Muss ich jetzt nochmal auf Toilette, bevor ich schlafen gehe oder nicht? Soll das Fenster auf sein? Ist mir zu laut? Tue ich Oropax rein? Tue ich keins rein? Am Ende, so ist es ja bei dir auch, haben wir dann Menschen, die sich so gut wie möglich beim Schlaf von allen Reizen abschotten, Schlafmaske, Oropax rein, weil jedes kleinste Geräusch müsste ich für mich einordnen, ob das für mich eine Gefahr ist oder nicht. Ähnlich wie du sagst, du scannst den Raum.
Deswegen meinte ich auch eben, das ist eine Überlebensstrategie für dich. Vielleicht ist das auch gut, das kann dich in bestimmten Belangen in deinem Leben besser machen. Vielleicht haust du vorher ab, bevor was Schlimmes irgendwo passiert. Und dann, ne? Aber es ist ein bisschen too much. Ja. Weil du verwendest permanent Energie dafür, den Raum zu scannen. Wenn du irgendwo in einem Café sitzt, wo 1000 Gespräche sind und überall klirrt Geschirr, wird dein Nervensystem das für dich einordnen wollen, ob das Gefahr ist, die gerade für dich da ist. Das macht es dir schwerer, deinem Nachbarn zuzuhören. Richtig. Ja. Hattest du nach dieser ganzen Erfahrung Angst, wieder in Beziehung zu gehen? Erstmal nicht, weil ich es eben einfach ignoriert habe komplett. Dann dachte ich so, hey, ich könnte eine neue Beziehung haben. Ich hatte dann auch so eine Situationship dazwischen, wo ich mich so ein bisschen drüber hinweggetröstet habe. Aber dann habe ich mal jemanden getroffen, der hat mich so richtig getriggert. Der hat nur so ein bisschen was Kleines, ich weiß gar nicht, was hat er genau gesagt. Der hat mir irgendwie so Blumen geschenkt. Dann standen die Blumen irgendwie so in der Vase auf dem Tisch. Und dann sagt er irgendwie sowas wie, das Wasser musst du wechseln, das ist dreckig. Bei mir sind alle Alarmglocken angegangen. Was hat der in so einem richtig ernsten Ton gesagt? Also so richtig, ich hatte so das Gefühl, der will das jetzt so der wollte auch, dass ich das jetzt mache, ne? Der wollte das so bestimmen. Und dann, ich war so dann. Ich konnte wirklich eine Woche lang nicht mehr schlafen. Also ich habe auch dann, ich wollte auch mit dem nichts mehr zu tun haben dann auch. Und es hat mich so krass getriggert. Und dann ging es irgendwie so richtig, also ich habe davor angefangen, EFT auch zu machen. Das ist dieses Tapping. Ich weiß nicht, ob das hier irgendjemand kennt. Du klopfst so bestimmte Punkte am Körper ab und verbindest dich mit Erinnerungen, um diese Erinnerungen zu entschärfen. Das ist auch so eine Traumamethode. Und da habe ich damals schon angefangen, dran zu arbeiten, so bestimmte Sachen, so Szenen, an die ich mich immer wieder erinnert habe. Auch so Flashbacks hatte ich ja auch, dass ich die bearbeitet habe. Und das war dann danach, aber trotzdem hat es mich so krass getriggert. Nur so was Kleines. Und dann war ich so, ich weiß auch nicht, da hat mir so ein Schalter umgelegt irgendwie in dem Moment. Ab da ging es dann so richtig los, dass ich so richtig vorsichtig geworden bin und überall die Gefahr gesehen habe. Und jeder Typ, egal was er gemacht hat, ich dachte so, das kenne ich. Jetzt hat er sowas gesagt, ich weiß genau, worauf es rausläuft und so. Ich glaube, ich habe auch oft recht übrigens. Aber irgendwie hat es dann so einen richtigen Schalter umgelegt bei mir. Und als du dann Hardy getroffen hast, warum hat er den Schalter nicht umgelegt? Oder hat er ihn umgelegt? Nee, noch nie, würde ich sagen. Und er ist auch der erste Mann, mit dem ich jemals in einer Beziehung war, der mich noch nie optisch bewertet hat. Der hat noch nie zu mir, was eigentlich so selbstverständlich sein sollte, ne? Der hat noch nie gesagt, in dem siehst du zu dick aus. Du solltest besser sowas tragen. Oder willst du nicht mal mehr Sport machen? Das waren alle Sachen, die habe ich immer von meinen Freunden gehört, egal von welchem. Und er ist so der Erste, der mich so nie bewertet hat einfach. Das ist krass. Und das habe ich ihm dann, krass den anderen gegenüber. das habe ich dann, er hat so gesagt, so, wie? Also du konntest es ja so gar nicht glauben irgendwie, ne? Weil ich war das halt so gewohnt, dass ich einfach so bewertet werde und meine Freundinnen auch alle auf jeden Fall. Ja, Hadi, du scheinst ja auch aus einem ganz anderen Kontext zu kommen, wenn du jetzt diese ganze Story hörst und auch das Verhalten der Männer davor. Mich würde mal wirklich interessieren, wie denkst du darüber nach? Ich glaube, leider passieren vielen Menschen viele blöde Sachen im Leben. Am Ende muss man gucken, ja, wie denke ich darüber nach? Also wie ist auch deine Haltung vielleicht, also als Mann, wie ist deine Haltung als Mann, wenn du sowas über andere Männer hörst? Ja, es ist komplett unbegreiflich für mich, wie man sich so verhalten kann. Verstehe ich nicht. Also, wie du schon sagst, man weiß ja auch als Mann, dass man stärker ist. Ich habe viel Sport gemacht früher, deutlich mehr als jetzt. Ich war 5-mal in der Woche beim Kampfsport, Judo, Brazilian Jiu-Jitsu, habe so viel trainiert, dass ich halt auch selber Verletzungen hatte und so weiter. Das heißt, man weiß ja, dass man als Mann deutlich stärker ist. Das sollte man irgendwie wissen, genauso wie du es gesagt hast. Und bei mir kommt, glaube ich, auch noch dieses Wissen dazu, wie funktioniert so ein Nervensystem? Was sind so Gefahrenmodi fürs Nervensystem? Wie reagiert jemand, wenn man sich so oder so verhält? Ich glaube, dieses ganze Wissen kommt dazu. Und deswegen bin ich halt so, wie ich bin. Deswegen finde ich es umso grenzwertiger, wie sich andere Menschen verhalten. Vielleicht beantworte ich so, um sehr diplomatisch zu klingen. Also ich finde, Hadi ist auch generell sehr vorsichtig mit Menschen überhaupt. Also mit jedem, egal, jetzt nicht nur mit mir, sondern wenn ich ihn einfach beobachte. Und
der würde auch nie einfach so random anfangen, irgendwie was zu kritisieren. Oder zu sagen, mach das halt nicht, das stört mich jetzt voll oder so. Also er würde es halt irgendwie auch anders sagen, auch nie mit so einer Aggressivität oder sowas. Hadi ist ein sehr diplomatischer Typ. Ja, so schätze ich dich auch ein. Das der sagt ist halt mega schon, positiv. Der sagt halt schon, wenn ihn was stört, aber halt Ja. nicht so dieses Emotionsgeladene auch. Oder so, dass du halt dieses spürst, so, dass jemand dich auch so kontrollieren will oder sowas. Und das tut mir persönlich halt sehr gut. Also das ist halt für mich so ein 100%-Match. Generell, aber auch schon von davor, weil ich bin ja eben auch in einer Familie aufgewachsen, wo man sich eben nicht angeschrien hat, wo nicht dauernd irgendwie Spannung war oder so und Streit und genau. Das passt halt auch einfach so vom ganzen Ding her. Und das ist ja sehr positiv und schön und auch interessant, weil viele, die in solchen Dynamiken kommen, die suchen oder einige suchen dann ja wieder nach so einem Täter, weil das wie so eine vertraute Dynamik ist. Unbewusst, genau. Genau, unbewusst. Und du bist ja so gesehen da rausgekommen. Ja. Und deswegen würde mich jetzt nochmal interessieren, wenn du jetzt heute mit der heutigen Beziehung, die du mit Hadi hast, auf die Vergangenen schaust, was sind deine Erkenntnisse und was würdest du zum Beispiel jetzt auch deinem früheren Ich sagen? Also mir tut mein früheres Ich halt einfach dann so krass leid. Weil ich halt, also ich glaube, das Ding ist wirklich, ich dachte damals, das ist normal so. Also ich könnte jetzt sagen, was ich wollen würde zu meinem jüngeren Ich. Das jüngere Ich wird immer denken, es ist normal, dass ich schlecht behandelt werde in der Beziehung. Also es ist halt mir unbegreiflich jetzt, aber wie gesagt, ich habe ja vorher auch noch niemand getroffen, der nicht so ist, außer jetzt Hadi. Weißt du, es gibt nichts, was ich sagen könnte, was meinem jüngeren Ich die Augen öffnen würde oder sowas, weil das aus einer anderen Welt kommt, das kann die sich gar nicht vorstellen. Und was du jetzt auch gerade gesagt hast, mit dem man sucht sich ja unbewusst oft auch ähnliche Beziehungsmuster, wenn man es nicht überbricht, ne? Ja. Das Ding war, mit der Beziehung mit Hadi war das dann eher so, dass ich mich oft unsicher am Anfang auch gefühlt habe, weil das so anders war. Ich habe immer so drauf gewartet, dass irgendwie vielleicht mal doch was kommt, weißt du? So. Hat es dich so krass stimuliert? Ich hoffe, das ist okay, Hadi, wenn ich jetzt hier so Fragen stelle. Alles gut. Hat Hadi dich, oder warum frage ich diese Frage? Weil, das hat mir mal Stella Schuldner gesagt, Beziehungsexpertin, die gesunden Beziehungen die stimulieren uns nicht so krass. Ja. Die fühlen sich nicht so feurig vielleicht auch an, weil sie uns weniger triggern. Und 100%. deswegen ist so meine Frage, als du Hadi kennengelernt hast oder als ihr euch kennengelernt habt, war es so krass stimulierend oder war es eher diese Ruhe? Ja, es war echt komplett anders. Also zuerst war ich auch total verwirrt und so und ich wusste auch gar nicht so, ist es jetzt so das Richtige? Es hat auch ziemlich lange gedauert, bis wir zusammengekommen sind. Aber eigentlich halt ein guter Prozess irgendwie. Also zum ersten Mal war es irgendwie auch so ein vernünftiger, langsamer Annäherungsprozess, Kennenlernprozess und so. Und ich würde auch sagen, ich war so komplett unterstimuliert eigentlich. Also, und ich habe dann wirklich erstmal lernen müssen, so was ist eigentlich normal? Und weil ich bin zum Beispiel auch jemand, ich will immer so von Leuten so richtig viel wissen, so wie geht's dir, wie fühlst du dich damit? Das interessiert mich auch so richtig, ne? Ich liebe auch so zu verstehen, warum du das jetzt denkst oder warum du dich dann geärgert hast und so. Und wie soll ich sagen, das kann ja auch, jetzt sind wir ein bisschen beim Empathie-Thema, wenn du so eine Eigenschaft hast, das kann dich auch so reinziehen in jemanden, dass du zu viel Empathie entwickelst, dass du nicht mehr so gut rauskommst aus der Nummer, ne? Und bei Hadi war das eher immer so auf so einem Mittelmaß. Also wie soll ich das sagen? Der hat gar nicht zugelassen, auch dass ich mich da so reingezogen habe, so krass bei ihm. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Das hat sich irgendwie alles einfach gesünder angefühlt, auf so einem, irgendwie so einfach stabil halt und nicht dauernd auch so Hochs und Tiefs und so. Es waren halt nie Hochs und Tiefs da, es war eigentlich immer gleich. Immer so gleich, zuverlässig gleich, also die Erwartung war immer die gleiche, es ist genau das passiert, was ich erwartet habe auch, also total sicher. Und das verwirrt einen halt total, wenn du vorher aus so einer Auf-Ab-Beziehung, dann weißt du halt gar nicht, was los ist. Und deswegen sage ich auch Leuten eher, wenn die so das Gefühl haben, das schildern ja manche Leute auch so, ob die neue Beziehung nicht zu langweilig ist oder so, sagen manche dann auch. Ob der neue Partner, den sie da kennengelernt haben, nicht zu langweilig ist. Da würde ich halt immer erstmal so hinterfragen, ist es Langeweile oder ist es mal so ein gesundes Niveau halt langsam? Langeweile heißt ja auch einfach, es dauert ein bisschen länger. Es dauert halt länger. Vielleicht ist es auch mal ganz gut. Ja. Genau. Ja, das Nervensystem sucht halt neue Sachen, ne? Wenn was Neues kommt, dann habe ich da mehr Aktivität. Darauf sind wir ja aus. Ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat. Wenn ich als Mensch vor 10.000 Jahren neben dem gleichen Busch vorbeigehe, weil das mein Weg vom Jagen nach Hause ist, auf einmal sieht der Busch anders aus. Dann gucke ich da halt hin. Ist da ein Tier hinter, passiert da was, wie auch immer.
Und so ist das ja in diesen Beziehungen mit den Aufs und Abs. Wenn da die ganze Zeit was Neues kommt, natürlich bin ich dann aktiver und so hochgeputscht, so wie du das beschrieben hast. Aber das ist ja nichts Gutes in dem Sinne, wenn ich was Stabiles will. Ich will, wenn mein Überleben sicher sein soll, dass der Busch halt immer gleich aussieht, wenn ich nach Hause komme. Ich habe keinen Bock, dass da ein Tiger drin hockt. Und ich halt irgendwie jeden Tag da drauf gucken muss, bevor ich mich dann schlafen lege. Ja. Ja, ich finde es jetzt gerade so interessant, weil das sind ja so Fragen, die ich dann auch mit den Experten bespreche, ne? Oder auch so eine Frage, muss man vorher geheilt sein oder heilt man auch, also heilt man in der Beziehung? So hattest du das Gefühl, dass du in der Beziehung auch geheilt bist? Oder wie ist dein Gefühl dazu? Ich glaube, ich konnte nur in der Beziehung heilen. Ich will es jetzt nicht für alle sagen, aber ich glaube, was in Beziehungen kaputt geht, kann halt nur in Beziehungen heilen. Weil du kannst halt nie mit dir emotional, also ich bin der Meinung, ich hätte mit mir selber nie emotional diesen Schmerz auflösen können und also wenn du halt auch so einen krassen, das ist ja nicht mal mehr ein Vertrauensbruch, ne? Wenn jemand, der sagt, der liebt dich, der tut dir irgendwas Schlimmes an. Das ist ja so das Schlimmste, was dir eigentlich passieren kann. Wie sollst du jemandem alleine wieder lernen zu vertrauen, ohne den Kontext, es kommt ein anderer Mensch, der anders ist als ich, mit dazu? Das geht ja gar nicht. Also ich kann nur, soweit ich halt irgendwie kann, für mich die Situation bearbeiten. Aber wie ich dann wirklich reagieren werde, wird ja auch maßgeblich ausmachen, wie die andere Person sich verhält. Und wenn er sich jetzt halt vernünftig verhält und meine Grenzen respektiert, dann kann ich ja anders damit umgehen und so weiter, ne? Also ich finde wirklich, was in Beziehungen kaputt geht, kann halt nur in Beziehungen. Konnte bei mir nur in Beziehungen halt wieder heilen, weil ich muss mich ja auch dann ich muss ja lernen, auch den Menschen zu vertrauen wieder. Das ist ja nicht von Anfang an da. Das wäre jetzt ja dumm, wenn du von Anfang an jemandem wieder vertrauen würdest. Und dafür muss er ja auch einzahlen in Beziehungen. Er tut ja auch Dinge, damit er sich mein Vertrauen ja auch verdient. Ja. Und das hat ja auch, finde ich, mit dem Heilungsprozess zu tun, weil jetzt könnte man nach so einer Erfahrung ja auch irgendwie so eine Angst entwickeln vor Männern. Oder? Wäre doch eigentlich logisch, weil die können dir halt was tun. Die sind vielleicht dein nächster Mörder. So. Könnte halt sein. Alle Männer sind so. Gibt es dann ja auch so solche Reaktionen. Gibt es auch, dass man irgendwie so eine Generalangst entwickelt. Genau. Ja. Und ich finde es auch verständlich, weil das Nervensystem versucht dich halt zu beschützen, dass wieder was passiert, oder? Und das ist aber kein bewusster Prozess, dem Nervensystem das beizubringen, dass es anders ist. Vielleicht kannst du da auch noch ein paar Worte dazu sagen. Also du kannst halt nicht im Bewusstsein so eine krasse Angst lösen, meiner Meinung nach. Ich finde, das beste Beispiel ist nach wie vor Schmerz. Wenn ich jetzt sage, ich habe mich beim Laufen verletzt, habe mir mein Bein 3-mal gebrochen. Jetzt möchte ich wieder laufen lernen, ohne dass es weh tut. Das lerne ich ja nicht, wenn ich drüber nachdenke. Irgendwann muss ich sagen, mein Bein ist heile. Ich bin vielleicht schon mal ein paar Schritte gegangen, die nicht wehgetan haben. Jetzt ist irgendwann der Punkt, wo ich sage, okay, ich ziehe jetzt mal meine Schuhe an und fange ganz langsam an zu joggen. Und guck mal, ob es weh tut oder nicht. Ja. Aber das werde ich ja nie erfahren können, wenn ich irgendwie zu Hause sitze und es nie ausprobiere. Das heißt, dass ich mich wieder traue, laufen zu gehen und dass ich da keinen Schmerz empfinde, mir das Schmerzgedächtnis abgewöhne und dann wieder, wenn ich Hochleistungssportler bin oder war oder auch nur Hobbysportler, dann wieder mit 100% Belastung da laufen kann ich nur lernen, indem ich laufe. So denke ich drüber nach. Also ich glaube, alles im Körper ist im ersten Schritt auf Bewegung ausgelegt. Dass wir jetzt irgendwie so reden können, das ist in den letzten 10.000 Jahren passiert. Dass wir Kognition haben, überlegen können, Sprache und so weiter. Im ersten Schritt war unser Gehirn für Bewegung da. Deswegen finde ich, können wir sehr, sehr viel über Bewegung abgucken, wie ein Mensch funktioniert. Und in meiner Sicht, wie ich immer über viele Sachen nachdenke, ist gar nicht mal so, kann man jetzt irgendwie in Beziehung heilen oder nicht und das versuche so abstrakt irgendwie zu diskutieren. Ich denke drüber nach, wie ist es mit Schmerzen, einem sehr direkten körperlichen Empfinden in Bezug auf Bewegung. Und wenn es da so ist, finde ich, ist es für alle anderen Themen eigentlich ähnlich. Und was ich auch wichtig finde, weil ich finde dieses Ding mit, bist du geheilt, bist du nicht geheilt, das klingt immer so, als ob es so einen Endpunkt geben würde. Das klingt immer so nach, hier kommt so dieser Punkt, da bist du dann geheilt. So. Aber ich finde, es geht eigentlich im Leben darum, dass man irgendwie lernt, dass man sich selber regulieren kann. Und wenn ich dann zum Beispiel auch sowas höre wie, manche Leute haben so ein Ziel wie, ich möchte, dass nichts von außen mehr mich erschüttern kann. Das ist für mich so unmöglich, weil ich denke mir so, das ist nicht das Ziel des Lebens. Das Ziel des Lebens ist eigentlich meiner Meinung nach für mich, egal was mir passiert, ich lerne irgendwie einen Weg, wie ich hoffentlich mich so regulieren kann, dass ich wieder okay bin danach. Weißt du, dass ich wieder zurückkomme zu mir, zu einer Gesundheit. Und das ist ja nicht immer, ich kann nicht immer gesund sein. Es ist auch nicht. Weißt du, manchmal passiert irgendwas und ich werde halt krank oder so. Es ist halt so ein Auf und Ab und dann, dass ich halt wieder auf so eine Baseline komme, das finde ich halt wichtig. Und wir können auch nicht verlieren als Menschen.
Das wissen wir aus 4 Extinction-Studien, wo geguckt wird, wie verlernt man Sachen eigentlich. Also wir erlernen eher neue Muster, die dann da drüber liegen. Und wenn wir die wiederholen, werden die eher abgespielt, aber die alten sind immer da. Wie wenn du immer den gleichen Weg zur Arbeit fährst und auf einmal ist da eine Umgehungsstraße. Und du musst woanders abbiegen. Wenn du im Autopilot bist, wirst du trotzdem immer versuchen, den gleichen Weg zu fahren, den du die 10 Jahre davor gefahren bist. Und das wird die ganze Zeit so sein. Und irgendwann kannst du auch im Autopilot vielleicht die Umgehungsstraße fahren, dann ist die Umgehungsstraße wieder weg und dann bist du auf einmal verwirrt. Also erstmal lernen wir alles und das ist irgendwo gespeichert im Gehirn. Und dann müssen wir gucken, wenn wir uns anders verhalten wollen, dass andere Muster da drüber liegen und dass wir die häufiger abspielen. Irgendwer hat es mal gesagt, man kann sich wie so eine Autobahn vorstellen, die dann da ist. Zum Beispiel diese Hypersensibilität gegenüber kleinen negativen Sachen, die jemand äußert. Tausch bitte das Wasser aus. Also die Reaktion war ja schon ein bisschen zu groß. Ich bin froh, dass ich den Absprung geschafft habe. Und das ist wie so eine Autobahn, die dann abläuft. Aber es wäre besser, wenn da vielleicht noch so ein paar Umgehungsstraßen sind und die Autobahn langsam zuwächst, dass man dann ein bisschen ruhiger einordnen kann. Wie meinst du das jetzt genau? Wenn er dann nochmal, okay, dann beobachtest du ein bisschen und dann sagst du, gut, ich glaube, wir sehen uns nicht mehr. Das wäre ja eine gesündere Reaktion als direkt sofort in diese extreme Haltung rein. Ich konnte halt nicht mehr schlafen dann 7 Tage lang, ne? Das ist ja auch nicht normal. Genau, ich sage nicht, dass du, keine Ahnung, wie der sich dann verhalten hätte und so weiter. Ja, wissen wir alle nicht. Aber da fehlt mir so ein bisschen diese Ruhe. Und da war einfach dieser hyperdirekte Weg, den wir vielleicht nicht brauchen müssten. Ich würde gerne auch noch mal kurz auf dieses Ich lasse mich nicht erschüttern eingehen. Für mich ist das auch in gewisser Weise ein Nein zum Leben. Weil mich hat dieser Satz sehr berührt, den mir mal Jonas Schein gesagt hat von Komm klar, Digga. Ich habe ihn mal gefragt, was ist aus deiner Sicht der Sinn des Lebens? Und hat er zu mir gesagt, wenn ich das Leben in der gesamten Farbpalette in all seiner Intensität spüren kann und darf. Sinngemäß. Ja. Und so sehe ich das. Und wenn du dich verschließt, gewisse erschütternde Situationen zu fühlen. Warum erschüttert dich denn was? Weil du eine Person extrem geliebt hast. Weil du mit einer Person in einer extremen Verbindung warst. Und dann vielleicht, das passiert uns allen im Leben, stirbt eine Person. Dann erschüttert dich das. Ist doch ganz normal. Wenn es dich nicht erschüttern würde, dann heißt es ja, du hast auch gar nicht die Verbindung gehabt, du hast die Liebe nicht zugelassen und so weiter und so fort. Und dann spürst du das Leben nicht in seiner vollen Intensität. Ja, es ist einfach ganz normal. Genau. Deswegen finde ich, ich schütze mich vor allem und ich lasse mich nicht mehr erschüttern. Hört sich vielleicht verlockend an im ersten Moment, ne? Ich bin nicht mehr in Gefahr. Ich bin immer stabil. Ich lasse mich nicht erschüttern. Aber so ist das Leben eigentlich nicht. Ne? Ja. So ist das Leben nicht in der Fülle. Und so bringt man auch, manche würden jetzt sagen, so sollte ein Mann reagieren, aber wenn man so reagiert und das seinen Kindern beibringt, dann haben wir in der nächsten Generation ganz viele andere Probleme. Wenn man immer nur so stoisch ist. Ja. Genau. Und ich finde noch ganz kurz, manche Leute machen das ja auch so ganz extrem in eine andere Richtung. Die flüchten sich zum Beispiel komplett in so eine Isolation, wie zum Beispiel, ich bin da echt ein bisschen kritisch, ich weiß, manche werden ein bisschen hassen vielleicht dafür, aber sagen wir, du flüchtest dich so nach Bali, weil du so, hier hältst es nicht mehr aus. Hier ist alles totaler Müll, Menschen sind furchtbar negativ, so, alles furchtbar, so. Und dann bist du auf dieser positiven, tollen Bewusstseinsinsel da und du bist ja aber mit viel weniger Problemen konfrontiert. Also das ist okay. Aber zum Beispiel für mich wäre das jetzt nicht der Weg, weil ich will halt hier, auch wenn es richtig schwierig oft ist mit der Familie, ja, oder mit Freunden, dann streitest du dich mit denen. Klar ist es einfacher, wenn ich da irgendwie woanders hingehe, dann habe ich da neue Freunde, die sehen mich nur so, wie ich jetzt bin, die kennen meine Vergangenheit nicht, ne? Das ist so ein bisschen wie so Urlaub fürs Gehirn. Yeah. Aber es ist halt, für mich wäre das halt nicht genug, weil das halt nicht das echte Leben ist. Und ich will mich halt irgendwie hier in meinem Kontext auch reflektieren können, auch wenn es hier vielleicht härter ist. Hier kennen mich vielleicht Leute von früher, die sehen mich ganz anders, als wie ich jetzt wirklich bin. Vielleicht nervt mich das auch massiv, weil die mich immer noch so behandeln, als ob ich halt damals so und so gewesen wäre, ne? Aber das ist halt für mich irgendwie echt und diese Auseinandersetzung auch mit sich selber, mit dem, was anderen ärgert, mit diesem ganzen Negativen, auch sich selber zu erkennen, so was habe ich da falsch gemacht, wie könnte ich anders und so, das gehört halt zum Leben dazu. Und nicht dieses, ich will, dass immer alles gleich ist.
Ja. Also so funktioniert es einfach nicht. Und ich finde, das ist eigentlich auch, was man Kindern idealerweise, wenn man es irgendwie schafft, halt vorzuleben. Es gibt halt Hochs und Tiefs. Mal bist du halt traurig, mal ist es halt so. Aber du findest halt immer wieder so einen Weg zurück, wo du halt dann so für dich eine Baseline hast. Und diese Sicherheit, das gibt dir wirklich Selbstvertrauen. Ja. Und deswegen habe ich zum Beispiel eben deswegen lernen wir Leuten diese ganzen Regulationsmethoden. Also wir machen da ganz viel Nervensystemregulation. Ich mache diese Regulation von Emotionen über EFT, weil ich weiß halt, ich habe jetzt diese Methode an der Hand. Ich kann mir halt selber helfen, wenn irgendwas mich sehr erschüttert. Ich kann selber mit mir auch arbeiten. Und dieses Vertrauen dann zu haben, so ich kann das. Also es wird schwierig werden, ich weiß es, aber ich werde das können. Das ist halt, was mir immer gefehlt hat. Und das ist das, was mir jetzt auch so eine Sicherheit im Leben gibt. Und das ist für mich eigentlich auch die einzig wahre Sicherheit im Leben. Weil Geld ist nicht sicher, Freunde sind nicht sicher, Familie, vielleicht sterben die irgendwann. Das ist alles nicht sicher. Aber diese Fähigkeit halt selber wieder so mit sich klarzukommen, sich selber sehen zu können und zu wollen und reflektieren zu können, das ist für mich eigentlich was was mir wirklich hilft, halt hier zu sein und hier sein zu wollen auch. Mhm. Ja, und was ich jetzt auch in letzter Zeit immer wieder im Podcast höre, auch zum Beispiel von Dr. Michael Bohne, Facharzt für Psychiatrie, als auch anderen Menschen, ist so auch, ne, man wird die Vergangenheit nie vergessen, aber man kann lernen, die sozusagen zu integrieren und nicht mehr mit so einem Schmerz in die Vergangenheit zu schauen, sozusagen, die war da und ich lebe mein Leben weiter nach vorne. Und da hilft einem manchmal auch der Humor. Das hat zum Beispiel Dr. Michael Bohn auch gesagt, finde ich, ist eine super wichtige Perspektive. Ne? Und möchte ich auch vielleicht nochmal ganz kurz sagen, ich habe ja am Anfang diese Situation beschrieben, wo meine Mutter mir erzählt hat, dass sie da im Fahrschulauto saß und dann der Lehrer die Hand auf sie gelegt hat, damals, als sie noch jung war und sie das als sehr unangenehm empfunden hat. Und vielleicht kam das vorhin auch komisch rüber, weil ich dann da gelacht habe, ne, in dem Moment. Aber aus unserer Beziehung, ne, ist dann wie so ein kleiner Joke draus geworden, dass, wenn ich mit ihr im Auto sitze, ich manchmal die Hand meine Hand auf ihre lege, so, ne? Und das heißt natürlich überhaupt nicht, dass ich das als komplett falsch empfinde, was dann damals dieser Lehrer gemacht hat und so weiter. Aber manchmal dann durch Beziehungen und in einer anderen Situation, wo wir ein bisschen Humor implementieren, in einer sicheren Beziehung, kann eine Situation dann auch heilen. Ja. Habe ich so das Gefühl. Auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, so die Endstufe der Verarbeitung, oder? Vielleicht. Estella und Hadi, am Ende des Podcasts stellen wir mal dieselbe Frage. Ihr dürft die einmal einzeln beantworten. Wenn ihr einen Satz an die Menschen rausschicken könnt, den sie alle lesen werden, welcher Satz wäre das? Fang ruhig an, dann kann ich überlegen. Okay, Hadi fängt an. Ich fange an. Ich würde sagen, versuch rauszufinden, was deine eigenen Bedürfnisse sind, wenn du ganz, ganz ehrlich zu dir bist und nicht schaust, was dir von außen aufdiktiert wird. Und dann setz das mal ins Verhältnis und guck, ob das so passt. Ist natürlich schon Endstufe, aber das ist ein Satz. Ja, ich finde es echt. Ich habe halt so einen Leitsatz für mein Leben, aber ich glaube, der hilft halt sonst keinem, weil der zu abstrakt ist. Mir fällt auch nichts anderes ein. Dann ist es der. Hab den Mut, dich selber zu erkennen. Und lies unser Buch. Richtig. Genau, das ist die nächste Frage. Wo können die Menschen euch finden? Wir haben, genau, das Buch ist gerade erst rausgekommen, das heißt Bennys Reise zu den Äpfeln. Vielleicht ein paar Worte. Das ist ein bisschen, ich glaube, es gibt auch sonst... Die Geschichte haben wir gerade erzählt eigentlich. Also genau, das ist ganz die persönliche Geschichte, aber Benny ist eine Kunstfigur trotzdem. Also das ist mir nicht alles so passiert, aber es ist eigentlich ein Roman. Der ist aber auch mit so psychologischen und so Nervensystemwissen gefüllt. Genau. Das heißt, es findet auch eine wissenschaftliche Einordnung statt, aber es ist trotzdem im Romankontext und deswegen ist es halt auch witzig oft, obwohl es eigentlich ein sehr ernstes Thema ist. Also wir haben versucht, es unterhaltsam zu machen, dass man nicht noch ein Sachbuch lesen muss über das Nervensystem und dass man halt auch beim Abend mal irgendwie noch das machen kann und halt Spaß dabei hat. Genau. Ja, ansonsten, ich habe einen Podcast, der ist In This Together.
Wir haben jetzt den Nervensystem-Talk ins Leben gerufen über YouTube, neuer Kanal. Genau. Ansonsten findet man mich bei Instagram unter braindog_hadi. Und unsere Homepages natürlich. Genau, und die Homepages. Die sind aber überall verlinkt. Die Links findet ihr in der Beschreibung, unter anderem auch zum Buch Bennys Reise zu den Äpfeln. Estella und Hadi, vielen lieben Dank, dass ihr heute hier wart. Und Estella auch nochmal wirklich meine Hochachtung und für deinen Mut, dass du auch deine Story hier erzählt hast. Und vielen, vielen lieben Dank. Du hast es mir sehr einfach gemacht. Danke auch dir. Gerne.